Das Meer vor Cape May an der Grenze von New Jersey nach Delaware. Ein Paar fährt mit seinem neuen Boot raus. Es ist nicht ungewöhnlich, Treibgut zu entdecken, etwa Müll oder einen toten Fisch. Doch plötzlich erkennen die beiden, da schwimmt eine Leiche. Sie sind 5 Kilometer weit draußen im offenen Meer. Woher kommt diese Leiche? Was ist passiert? Manchmal hält das Leben Überraschungen bereit. Ich bin Stephen Brown von der New Jersey State Police. Ich war damals bereits über 21 Jahre bei der Polizei. Aber als dieser Fall passierte, erst seit einem Monat Mordermittler. Was gibt's? Ist nicht hübsch. Ich heiße Jim Thistle und war 25 Jahre Forensiker. Als Mordermittler lernt man früh, der menschliche Körper ist empfindlich und verwest überraschend schnell. Nur eins schien klar, es war eine Frau, aber ihr Gesicht war kaum noch zu erkennen. Die Meeresbewohner sehen eine Wasserleiche schlicht als Nahrung. Fische schnappen sich als erstes die Weichteile. Ohren, Augen und das Gesicht sind Leckerbissen für kleine Fische. Eine Felsenkrabbe hatte am Oberschenkel geknabbert. Das sind Bodenbewohner. Die Frau lag also eine Weile am Meeresboden. Ihre Füße hatte man mit einer Eisenkette zusammengebunden. Damit war klar, hier lag kein Unfall vor. Jemand hatte gehofft, sie für immer im Meer versenken zu können. Eine Leiche verhält sich wie ein Korken, sobald sie sich mit Verwesungsgasen füllt. Es ist äußerst schwierig, dafür zu sorgen, dass sie unten bleibt. Sie schwimmt auf, denn so eine Kette ist viel zu schwach, um sie unten zu halten. Auch wenn der Täter wollte, dass sein Opfer für immer verschwunden bleibt. Nach dem Motto, ich bringe jemanden um und niemand wird es je rausfinden. In der Leiche startet der Verwesungsprozess, auch unter Wasser. Sie füllt sich mit Gas und zerrt als Folge an der Kette. Die konnte sie in diesem Fall nicht unter Wasser halten. Die Leiche trieb auf. Und das passierte zum Glück in dem Moment, als Leute mit einem Boot vorbeikamen. Die wollten da zum Angeln rausfahren und haben sie gefunden. Gibt's Wunden? Schwer zu sagen. Das Problem ist, man hat keinen Tatort und keine Beweise. Wie sollten wir den Fall lösen? Die Leiche wurde im Atlantik gefunden. Es gibt 0 Hinweise auf den Täter, geschweige denn darauf, wie die Frau dahin kam. 5 Kilometer vor Cape May in New Jersey. Bei Leichenfunden weiß man oft nicht, wo die Tat passiert ist. Man muss das Pferd von hinten aufzäumen. Die Leiche wird zum Startpunkt der Ermittlungen. Es folgt die Autopsie. Auf Röntgenbildern erkannte Dr. Blanchard einen Schädelbasisbruch. Das bedeutete, entweder wurde sie mit einem großen Gegenstand geschlagen oder ihr Körper ist aus großer Höhe gestürzt. Welche Höhe? Sicher 5 Stockwerke. Wäre sie einfach aus einem kleinen Boot geworfen worden, hätte sie sich niemals diese Schädelfraktur zuziehen können.
Todesursache? Unbestimmbar. Die Frage war, wurde sie lebend ins Wasser geworfen oder als Leiche? Zur Identifizierung wollten wir ihre Fingerabdrücke nehmen. Den Versuch war es wert. Aber im Wasser schrumpelt die Haut, was Fingerabdrücke unkenntlich macht. Ich habe Wasser an die Fingerspitzen injiziert. Die blähten sich als Folge zur normalen Größe auf. Und schon waren die Linien der Fingerkuppen trotz aufgequollener Hautschichten wieder erkennbar. Da sie schon so lange im Wasser gelegen hatte, musste ich alles sofort dokumentieren. Denn es kam nicht nur das injizierte Wasser raus, sondern auch jede Menge Meerwasser. Ich tupfte jede Fingerspitze ab, band einen Faden um sie rum, damit die Fingerbeere prall gefüllt blieb, und nahm den Fingerabdruck. Mit dieser Methode gelang es mir tatsächlich, von 10 Fingern immerhin 6 brauchbare Abdrücke zu gewinnen. Für mich war das ein echter Etappensieg. Man hofft dann inständig, dass die Abdrücke im System gespeichert sind, damit man die Identität der Leiche bestimmen kann. Ungünstig ist es, wenn eine Person keine Strafakte hat und auch für keine sonstigen Zwecke mal Fingerabdrücke nehmen ließ. Die Abdrücke wurden mit der Datenbank abgeglichen und es gab einen Treffer. Die Tote war die 16-jährige Kimberly Holton. Ein Pflegekind aus Dover in Delaware. Ich zog im ersten Jahr der Highschool in ihre Gegend und wir wurden schnell beste Freundinnen. Sie liebte Tiere, las ständig Magazine über Tiere und guckte den Animal Channel. Sie war so süß. Kimberly war von ihrer Pflegemutter als vermisst gemeldet worden. Im Protokoll stand, man habe sie zuletzt am 29. September gesehen. Damit hatten wir einen Ausgangspunkt. Wir kontaktierten die Mordermittler in Delaware und tauschten Informationen aus. Die State Police von New Jersey und die von Delaware bearbeiten den Fall nun gemeinsam. Die Hauptstadt von Delaware ist das beschauliche Dover. Wenn wir mal in den Nachrichten auftauchen, dann mit einem aufsehenerregenden Fall wie diesem. 16-Jährige werden sehr selten ermordet. Weil sie so jung war, wollte ich die Sache unbedingt aufklären. Es ist furchtbar, dass sie wie ein Stück Müll ins Meer geworfen wurde. Was war in ihrem Leben passiert? Warum endete sie da draußen, gefesselt mit einer Kette? Mordermittlungen beginnen immer gleich. Mit einem scheinbar unerklärlichen, unlösbaren Rätsel. Wie können wir das Geheimnis einer Leiche enthüllen, die tagelang 5 Kilometer vor der Küste im Meer herumtrieb? Wie soll das klappen? Nun ja, es geht. Man agiert umsichtig, mit all seiner Erfahrung und Expertise. Und siehe da, schon ist es nicht länger eine unbekannte Wasserleiche, sondern die von Kimberly Holton, deren Pflegeeltern sie als vermisst gemeldet haben. Warum ist sie nicht zu Ihnen nach Hause gekommen? War sie weggelaufen? Hatte sie mit jemandem Probleme? Was war los? Man arbeitet sich langsam vor. Die junge Frau wohnte zuletzt in Dover, in Delaware, bei ihren Pflegeeltern Ronald und Laura Michaels. Zunächst kontaktiert man die Pflegemutter, um ihr zu sagen, dass das vermisste Kind gefunden wurde. Kein Polizist übermittelt solche Nachrichten gerne. Ich musste das zu oft tun. Die Betroffenen ahnen es bereits, wenn man ihnen gegenübertritt. Das sieht man in ihrem Blick.
Ja. Wir haben Kimberly gefunden. Sie ist tot. Es hat sie schwer getroffen. Kimberly war schon öfter weggelaufen, kam aber nach 2-3 Tagen wieder. Diesmal nicht. Wir wollten von ihr im Detail erfahren, wie Kimberly so lebte. Die Pflegemutter sagte uns, dass Kimberly aus New Jersey kam. Sie hatte eine traurige Kindheit voller Probleme. Ihr Vater war kriminell und saß im Knast, als es passierte. Ihre Mutter hatte wohl Beziehungs- und Drogenprobleme. Kimberly war daher oft bei ihrem Großvater in Delaware, im Dover Air Trailer Park. Der Opa teilte ihr verschiedene Aufgaben rund ums Haus zu. Sie sollte lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das gefiel ihr nicht. Und sie wollte den Großvater nicht mehr sehen. Willst du einen Burger? Komm zu uns. Okay. Danke. Laura Michaels hatte eine Tochter namens Heather. Da sich Heather und Kimberly gut verstanden, entschied Laura, Kimberly als Pflegekind aufzunehmen. Ich habe mich sehr schnell mit Kim angefreundet. Kim hat es einem aber auch leicht gemacht. Wir taten Sachen, die Schwestern halt so tun. Etwa die gleichen Sachen anziehen. Sie war fröhlich und sehr gesellig. Kimberly suchte genau diesen Halt und war dort offenbar sehr glücklich. Man übermittelt die Todesnachricht und sagt, wer könnte das gewesen sein? Wir brauchten mehr Details und befragten die Pflegemutter auf der Wache. Take me through the evening of the 29th. When was the last time you spoke to Kimberly? I went and checked on Kim in the evening, whether it was 9 o'clock or 10 o'clock, whatever time it was, she was sleeping. That was the last time I saw her. Was mochte Kimberly dazu gebracht haben, aufzustehen und im Nirvana zu verschwinden? Sie fragen Laura Michaels, hat Kimberly irgendwas Sorgen gemacht? Sie verängstigt. Da lässt Laura Michaels eine Bombe platzen. I knew that Kim was very upset with my ex-husband, my husband, whatever you want to call him. We're not divorced yet. Kimberly Horton, so Laura weiter, zeigte Ronald Michaels am 13. September bei der Polizei an. 17 Tage vor ihrem Verschwinden. Kim tells me that he did stuff to her, sleeping in the same bed with her and stuff, and then Kim disappears. Sie wurde nervös, wenn er sich ihr nur näherte. Sie fühlte sich total unwohl, war ein ganz anderer Mensch. She acted totally different. Mein Stiefvater war ein Monster. Hätten wir ihn doch nur aufhalten können. I wish we could have done more. Die Polizei nimmt Ronald Michaels am 19. September fest, 11 Tage vor Kimberlys Verschwinden. Der Vorwurf lautet sexueller Übergriff gegenüber einem Kind. Da drohen viele Jahre Gefängnis. Er war damit unser Hauptverdächtiger. Allein deshalb, weil er ein Motiv hatte. Er musste Kimberly daran hindern, auszusagen oder wollte sich an ihr rächen. Was sagen Sie dazu, Mr. Michaels? Das wüssten wir nämlich gern. Man holt Ronald Michaels, um ihn zu befragen. Es ist das Übliche. Er bestreitet den Vorfall, behauptet, alles wäre gelogen. Laura intrigiert gegen mich, um mir zu schaden. Es sei die Pflegemutter, die Kimberly zu diesen Anschuldigungen angestiftet habe, die allesamt erfunden seien. Er sagte, er wäre in der Nacht vom 29. auf den 30. bei seiner leiblichen Tochter gewesen. Also in der Zeit, als Kimberly verschwand. Aufstehen.
Er hat für die fragliche Nacht ein Alibi, kann es also nicht getan haben. Bei einer Mordermittlung gibt es Gewissheiten, die sich als falsch erweisen und Verdächtige, die tatsächlich unschuldig sind. Es ist eine Achterbahnfahrt, aber das ist normal. Es gehört einfach dazu. Oft bestätigen Verwandte ein Alibi. Es ist mitunter schwer, solchen Leuten zu vertrauen, denn sie könnten dem Verdächtigen helfen wollen. Sie behaupten dann einfach irgendwelche Sachen. Wir behielten im Hinterkopf, vielleicht ist er doch unser Mörder. Wir hatten keine Beweise, dass er es getan hatte. In so einem Fall müssen wir weiter ermitteln, denn wir dürfen nicht alle anderen Hinweise einfach außer Acht lassen. Und das taten wir. Jeden Abend planten wir, was am nächsten Tag anstand. Je mehr Infos in der Presse stehen, desto mehr Hinweise kommen rein. Detective Porter bekommt einen Anruf von Kimberly Holdens Tante. Sie glaubt, Informationen zu haben, die der Polizei nützen könnten. Sie erzählte was über einen Ex-Freund von Kimberly. Der hatte gegenüber anderen gesagt, dass er Kimberly umbringen wird, wenn sie sich von ihm trennt. Das ist eine klare Drohung. Dieser Matt Wyatt wollte Kimberly umbringen, wenn sie ihn verlassen würde, was sie getan hatte. Wir gingen der Sache nach. Wir fanden und befragten ihn. Sie haben uns verstanden, oder? Der Ex-Freund arbeitet in einem Restaurant im Zentrum von Dover. Sie bedrohten Kimberly und jetzt ist sie tot. Ich hab's nicht so gemeint. Er gibt zu, dass er verletzt und wütend war. Wo waren Sie am Morgen des 30. September? Dem 30.? Ach ja. Er hatte seinen vorläufigen Führerschein für Delaware beantragt. Und zu seinem Glück standen auf dem Dokument Datum und Uhrzeit, was uns zeigte, dass er tatsächlich dort gewesen war. Ein besseres Alibi gibt es nicht. Er ist unschuldig. Was sich vielversprechend anhörte, war nur heiße Luft. Das übliche Spiel. Und dann rufen die Forensiker bei Detective Brown an. Sie haben an der Kette der Leiche ein wichtiges Detail entdeckt. Was gibt's? Sehen Sie mal. Die Kette war trotz des Salzwassers gut erhalten. Wir haben sie gesäubert, genau untersucht und fanden den Stempel. Man hat damit den Hersteller der Kette kontaktiert und der sagte, ja, diese Ketten produzieren wir für die Läden von Lowe's. Wir fanden schnell raus, nur wenige Kilometer von Kimberlys Wohnung entfernt gab es einen solchen Laden. Das ist der Kassenbeleg. Laut der Rechnung hatte dort jemand eine Kette in der entsprechenden Länge gekauft, samt der Klammern, die an Kimberlys Fußknöcheln gefunden wurden, sowie 2 Zementsteine. Die Sachen wurden am Nachmittag vor Kimberlys Verschwinden gekauft. Wir besorgten uns das Überwachungsvideo. Das Band zeigt genau den Moment, als der Kauf laut Beleg stattfand. Man sieht da die Kette liegen. Dann werden die Klammern dazu gepackt. Im Einkaufswagen sind die Zementsteine. Volltreffer. Es war irre. Da kauften 2 Männer genau die gesuchte Kette. Aufgrund der Schädelverletzungen war bekannt, dass man Kimberly von etwas heruntergeworfen hatte, etwa einem Boot oder einer Brücke. Das ging zu zweit natürlich viel leichter. Wir mussten die beiden unbedingt finden.
Am Donnerstag fand man die Leiche Kimberly Holtons. Sie trieb im Atlantik. Die Polizei sucht nun diese 2 Männer. Die Polizei veröffentlicht die Fotos der beiden. Im Fernsehen und der Presse. Die Frage lautet, kennen Sie diese Männer? Das Video war etwas undeutlich, aber man konnte die Öffentlichkeit bitten, wenn die Ihnen irgendwie bekannt vorkommen, geben Sie Bescheid. Schon nach wenigen Stunden meldet sich ein überraschender Anrufer. Er sagt, er wäre einer der Gesuchten. Wir waren aufgeregt. Komm zu uns, Junge, als Mörder des Tages. Er war verängstigt und wollte seine Unschuld darlegen. Er hat das Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden, dass er mit seinem vermeintlichen Freund in diesem Baumarkt Sachen gekauft hat, die an einer toten Frau aufgetaucht sind. Er sagte, der andere Mann heiße Jacob Jones. Er behauptet, Jacob habe ihn angerufen. Ich fahre zum Baumarkt, habe eine Anleitung gefunden, wie man ein Trainingsgerät selbst bauen kann, aus einer Kette und Zementsteinen. Die Ermittler sahen uns an und dachten, das klingt schräg. Ich habe noch nie von einem Trainingsgerät mit Zementsteinen gehört. Er sagt, Jacob zog dann mit der Kette, den Klammern und den Zementsteinen ab und ich sah ihn nie wieder. Und fügt hinzu, vielleicht ist er bei seiner Freundin. Die Ermittler merken auf, den Namen Heather hatten sie bereits gehört. Heather war Kimberlys Pflegeschwester. Es gab nun eine direkte Verbindung von Kimberly zu Jacob Jones. Ich glaube nicht an Zufälle. Jacob Jones hatte die Kette gekauft, die man an der Schwester seiner Freundin fand. Das sprach Bände. Die Frage war, hatte Heather was damit zu tun? Hatte sie Jacob angestiftet? Oder hatte der die Tat hinter ihrem Rücken begangen? Gab es ein Liebesdreieck? Klar ist, der Hauptverdächtige ist mit der Schwester des Opfers zusammen. Das könnte eine tödliche Konstellation sein. Wir mussten Heather befragen, um voranzukommen. Now you're holding up, Heather. We just wanted to give you a little time to think. I understand you're upset. Ich sollte zur Polizei kommen und wurde über meine Beziehung zu Kimberly befragt. Heather schien Kimberly zunächst zu mögen. Und die wurde mit offenen Armen von der Familie empfangen. Aber dann verschlechterte sich die Situation. Zwischen den beiden gab es Eifersüchteleien. Kim took my things. She had my clothes on and she lied about it. And we had a fight. Was machst du da? Such meinen Pullover. Hab ihn nicht. Verarschst du mich? Beruhig dich, ist nur ein Pullover. Als Kim meine Klamotten nahm, war ich mit ihr fertig. Es war nicht mein Job, mich um sie zu kümmern. She needed help and my mom did not know how to help her. I did not know how to help her and neither did anybody else. Im Haus geht es seit einigen Monaten drunter und drüber. Die Eltern trennen sich und Ronald Michaels soll Kimberly Holton sexuell bedrängt haben.
Die Stabilität von einst war weg. Sie war nicht reif genug, mit all dem Durcheinander emotional klarzukommen. Sie ließ sich einfach treiben. Let me direct your attention back to the 30th of September. I mean, what do you think that Lowe's video and those pictures have to do with Kim's death? I don't know. What we need to find out is what you know about Jacob being there that day. Because let me tell you this. I've been racking my brain all day about if it is or isn't him. Oh, it is. There's no if, ands, or buts. It is him. Wir wussten ja bereits, dass es Jacob war, aber sie weigerte sich, das zu bestätigen. I'm going to tell you, we have videotape, we have evidence, we have witness statements. Sie machen Heather klar, das hier ist kein Spiel. Sagen Sie uns, was Sie wissen. Wir finden es raus. Ich stand unter Schock. Es war klar, dass Kimberly in New Jersey etwas zugestoßen war. Was im Video aus dem Baumarkt zu sehen war, konnte ich nicht glauben. Spürte aber, das war er. Now, why would he be at Lowe's buying those things? Why would he be there doing that? He didn't tell me he was there. I don't know. Heather, what happened to Kim? I don't know. I swear to God, I don't know what happened to Kim. I don't know what Jacob has anything to do with this. I don't know nothing about this. All I know is that you're completely innocent. Ich war völlig fertig und bekam vom Weinen Nasenbluten. But I thought he would do something like this. I would tell you, but I don't think he could do something like this. Sie fing dann an, ihn in Schutz zu nehmen. Jacob war hochintelligent, hatte in der Schule immer beste Noten und besuchte bereits die Uni. Jacob studiert als Erstsemester an der Delaware State University, und zwar Luft- und Raumfahrt. Offenkundig ist er sehr zielstrebig. Sie erzählte, dass er am örtlichen Flughafen als Fluglehrer arbeitete, wo er Zugang zu verschiedenen Flugzeugen hatte. Das war sehr interessant. Als sich herausstellte, dass er Pilot war, sagten wir uns, sie wurde vielleicht aus einem Flugzeug geworfen. War das tatsächlich machbar? Könnte es so gewesen sein? Der Gerichtsmediziner hat gesagt, dass sie vermutlich aus großer Höhe ins Wasser stürzte. Was wäre dafür besser geeignet als ein Flugzeug? Jacob Jones war unser Mann. Ich war mir sicher, dass Heather genau wusste, was passiert war. Aber sie sagte uns nicht die Wahrheit. Also mussten wir Jacob vernehmen. Jacob, will you talk to us? I was placed under arrest. You're not placed under arrest. Now, hold on. No, you're being detained right now. We can do that in Delaware. There have been no charges filed. Er war anfangs recht kühl und wirkte gleichgültig. I'm going to show you a picture. Is that you? It appears so. Okay. Er gab zu, dass er die Kette gekauft hatte und erzählte dann wieder die Geschichte mit dem Trainingsgerät. What configuration did you have in mind to exercise with the chain and these couple of cinder blocks? Well, the chain in the cinder block was the weight. Mm-hmm. I'd never come up with a configuration after that. Do you know where the cinder blocks are now? Yes, sir. Jacob? Je länger sie ihn befragen, desto nervöser wird er. I have honestly no idea how that chain got around her ankles. It's a shock to me that you're saying it's the same chain. Jacob, we're trying to help you out here, and what we need is you to still cooperate with us, okay? I want to cooperate, but I want to have some type of counsel present just to make me feel comfortable. Are you asking for an attorney? I want to have counsel present. Okay, then we're going to go ahead and conclude the interview. The time is
Er verlangte einen Anwalt. In dem Moment endet das Gespräch mit jemandem, gewöhnlich für immer. Just relax. Wir hatten zu wenig in der Hand, um Jacob festzunehmen und mussten mehr Beweise zusammentragen. Die Ermittler fahren zum Flugplatz von Dover, wo Jones im Fliegerclub Flugstunden gegeben hat. Sie erkundigen sich nach ihm. Jacob Jones. Ich mochte ihn, aber in letzter Zeit gab es Probleme. Der Verantwortliche sagte, Jacob hätte mitunter Flugstunden angesetzt und wäre dann nicht erschienen. Er war unzuverlässig und wurde öfter wütend. Wir begriffen, neben dem Jacob, den Heather beschrieb, gab es offenbar noch einen ganz anderen Jacob. Sind alle seine Flüge registriert? Man geht seine Flugdaten durch. Daraus geht hervor, am Abend des 30. September war er 15 Minuten vor Mitternacht gestartet und erst um kurz vor 2 Uhr zurückgekehrt. Er ist also mitten in der Nacht herumgeflogen. Die Flugroute führte ihn von Delaware direkt raus über den offenen Atlantik. Dann drehte er um und steuerte erneut Delaware an. Wir vermuteten, er fuhr nach dem Mord an Kimberly zum Flugplatz, packte sie in den Flieger und warf die Leiche über dem Wasser ab. Sie haben nun genug Informationen, um Jacob Jones wegen Mordes festzunehmen. Es reicht. Wir hatten den Haftbefehl und als die Kollegen aus Delaware im Begriff waren, ihn festzunehmen, kriegten wir einen Anruf. Wir waren fassungslos. Manchmal läuft es anders, als man denkt. Die Polizisten aus Delaware und New Jersey wollen Jacob Jones wegen des Mordes an Kimberly Holton festnehmen. Die Tür ist nicht abgeschlossen, was auch egal wäre. Sie gehen rein. Was war da passiert? Jacob beging Selbstmord, brachte sich um. Die Polizisten vor Ort riefen an und sagten, er hat ein Schrotgewehr benutzt. Sieht das schlimm aus. Mr. Jones wollte nicht länger leben und wählte eine geeignete Waffe. Auf dem Nachttisch lag Detective Porters Karte. Der Fernseher war an. Er hatte wohl die Nachrichten verfolgt. 16-year-old Kimberly Holton's body was found. Jacob wurde klar, die Schlinge zog sich zu. Seine Eltern waren zu Hause. Wie feige. Er hat sich gedrückt. Wir mussten uns um die Eltern kümmern. Sie standen unter Schock. Er hat's mir gestanden. Jacob Jones hatte seinen Eltern gesagt, dass er an dem Mord beteiligt war. Sie konnten übers Fernsehen ja bereits mitverfolgen, wie er die Kette kaufte. Statt einen Abschiedsbrief zu schreiben, steht er alles seinem Dad. Mr. Jones berichtet, sein Sohn habe Kimberly zusammen mit seinem Freund Michael Kaiser umgebracht. Der Name war allen neu. Jacob und Michael Kaiser kannten sich aus der Schule.
Man hat ja vermutet, dass Jones einen Helfer hatte. Nun wissen wir auch, wie der heißt. Michael Kaiser wird von der Polizei befragt. Today's date is Friday, October 24th, year 2003. Mike, how old are you? 23. 23? Er hatte Angst. I'm having enough time just trying to grip onto this right now. Listen to me, because we've done our homework. Jake put a shotgun under his chin last night. Okay? And he shot himself. Jake told his father you assisted kill this girl. Is this statement true? Yes. Er gab zu, dass er beim Mord dabei war. Michael Kaiser war von Jacob Jones kontaktiert worden. Michael sollte mit ihm Kimberly Holton zu Hause abholen. Jacob Jones weiß, dass Heather und Kimberly im Clinch liegen. Jones ruft Kimberly am 29. abends an und sagt, die Probleme zwischen ihr und Heather müssten endlich mal geklärt werden. Das wollte Kimberly auch. Also stieg sie ein. Sie ahnt nicht, dass man sie ermorden will. When you left the trailer park, where'd you go? Wawa, and something to drink. Okay. About what time were you in Wawa? Don't you know? I wasn't paying attention at the time. So it was you, Kim, and Jake? No, it was just me and Kim, and then we went out to budget then. So, what do you want to do? I didn't think there was anything wrong. She was sitting there, she was laughing and everything, talking like everything was fine. She went to the bathroom. Jay tells me he wants to kill her. And he wants me to help him kill her and dispose of the body. So she comes out. Wenn sie rauskommt, tun wir es. Does he say why he wants to kill this girl? The only thing I knew is that everything at home with his girlfriend has been really rough because Heather couldn't do anything with Kim. Kim was always screaming at her and having guys over all the time, so. But he never told me why. Die wird niemand vermissen. Für Jacob Jones ist sie jemand, den man entsorgen muss. Keiner will sie und ich werde das Problem jetzt ein für alle Mal lösen. I told him he was nuts. I didn't want no part of it. I wanted to leave. She told me basically that if I didn't help him, he would kill me. Oh, Michael. Ach, Michael, das glaubt doch keiner. Nicht mal du selbst. Er war beteiligt und wollte seine Rolle dabei herunterspielen. She came back out of the bathroom. Jake grabbed her. Michael Kaiser sagte, er drückte ihre Beine auf den Boden, während Jacob sie mit einem Telefonkabel strangulierte. She stopped moving, she stopped kicking. I sat there, he felt her pulse, she was dead. Then what happens, Mike? He wanted my help moving her body down to his trunk. Kaiser behauptet, er habe aus Angst Jones dabei geholfen, die Frau in den Kofferraum des Wagens zu legen. Das Ganze war aber geplant, denn man hatte ja im Lois Sachen besorgt. Sie fuhren zum Flugplatz in Dover, wo Jacob eine Cessna reserviert hatte. Sie luden die Leiche ins Flugzeug. Und hoben ab. Über dem Meer haben sie die Leiche aus dem Flieger geworfen. Als sie aufprallte, sind die Zementsteine wohl zerbrochen. Und so hatte sie nur noch die Kette an den Füßen. Jacob Jones glaubte, sie würde zum Meeresboden absinken, in ihr nasses Grab. Fall erledigt. Aber das klappte nicht.
And I swear on my life, I did not go on the base, I did not fly that airplane, and as soon as I was able to leave him, that was it. Ich mag kaum glauben, dass Michael Kaiser beim Mord mitmachte und dann plötzlich sagte, ich steig nicht in den Flieger und helfe dir auch nicht weiter. In jedem Fall wäre Michael Kaiser wegen Mordes angeklagt worden, ob er nun half, die Leiche zu entsorgen oder nicht. Wir offerierten ihm einen Deal, den er ablehnte. Er wollte vor Gericht stehen. Die Anwälte von Kaiser brachten nur 2 Entlastungszeugen. Überraschenderweise rief die Verteidigung Kaiser nicht in den Zeugenstand. Nach Staatsanwalt Bobby O'Neill hat das aber keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Wir haben den Fall überzeugend vorgetragen und Beweise sind Beweise. Er wurde in Delaware für schuldig befunden und bekam lebenslänglich. Heather war nicht die Mörderin, aber sie wusste mehr, als sie uns sagte. I want to ask you just point blank, Heather. Did you know anything about him wanting to plan to kill or do harm to Kim? Did you help him in any way get rid of Kim's body? No. Did he ever talk to you about anything afterwards? No. Ich kann nicht glauben, dass Heather keine Ahnung von all dem hatte. Vielleicht nicht vorher, aber hinterher. Nachdem sich Jacob erschossen hatte, warf mir sein Vater vor, ich hätte da mitgemacht. Ich sagte, nein, ich bin so erschüttert wie alle anderen hier und hatte keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, das zu tun. If you have something to tell us, you better tell us right now. I have nothing. I knew part of it at all. God, this is too much on me. Ich habe mich zu diesem Interview bereit erklärt, weil alle Folgendes wissen sollen. Es ist etwas Furchtbares passiert. Wir waren nette junge Leute. Dann lief alles aus dem Ruder und jemand drehte durch. Keiner von uns wollte das. Heather hatte wohl das Gefühl, dass die Familie wegen Kimberly zerbrochen war. Die Ursache all ihrer Probleme wäre Kimberly. Und sie vertraute Jacob an, dass Kimberly die Familie gefährdete. Jacob wollte ihr helfen und entwickelte einen Plan, der schließlich zum Mord an Kimberly in dem Motelzimmer führte. Kim würde noch leben, wenn sie in eine bessere Familie gekommen wäre. Ich will, dass keiner die witzige Kim vergisst, die immer lächelte. Sie soll nicht bloß die 16-Jährige sein, die in Dover ermordet wurde. Man soll sich an sie als Kimberly Holton erinnern. Wer 25, 30 Jahre Ermittler ist, erlebt Hunderte von Fällen. Das ist einer dieser Morde, die man nie vergisst. Und wenigstens einmal hat sich jemand für Kimberly eingesetzt. So sehe ich das. In Filmen gibt es immer komplexe Motive, warum jemand ermordet wird. Doch im wahren Leben ist alles viel banaler. Die Realität ist schrecklich, weil sie so real ist. Im Winter in Ontario hat die Stille eine besondere hart. Sie liegt nicht sanft auf den Feldern. Sie drückt, sie sitzt auf den langen Einfahrten. Auf den schmalen Landstraßen zwischen Tweed und Belleville, auf verreisten Graben, auf dunklen Scheunenwanden, auf den Saunen, an denen sich Schnee zu grauen Kanten auftürmt. Nachts klingt selbst ein fernes Auto wie etwas, das kommt und tagsüber wirkt das Land, als halte es der Atem. Genau in dies kalte hinein beginnt der Fall Russell Williams. Nicht mit einem schreienden Monster, nicht mit einem Mann, der von außen schon wie Gefahr aussieht, sondern mit einem Bild von Ordnung.
Rang und makelloser Oberfläche. Williams war Oberst der kanadischen Luftwaffe und Kommandeur von 8 Wing Trenton. Also jenes Stützpunkts, der als größter Luftwaffenstützpunkt Kanadas gilt, selbst das Verteidigungsministerium bestätigte IHN 2010 offiziell als 8 Wing Kommandeur. Reuters berichtete zudem, dass sowohl auch das Flugzeug von Queen Elizabeth II geflogen hatte. Gerade deshalb trägt dieser Fall bis heute eine fast unwirkliche Kälte in sich. Beginnt mit einem Mann, der geschniegelt wirkt, geschniegelt denken kann, geschniegelt auftritt. Ein Mann in Uniform, mit Autorität, mit klaren Gesten, mit einem öffentlichen Leben, das nach Disziplin aussieht. Gehört zu jenen Biografien, denen Menschen instinktiv Vertrauen entgegenbringen, weil Rang in den Augen der Gesellschaft oft wie ein moralischer Beweis wirkt. Wo es so hoch aufsteigt, so denken viele, muss Kontrolle über sich selbst haben, wo eine Basis wird. Wo öffentlich repräsentiert, wo Geschniegelt neben militärischen Maschinen und Flaggen steht. Kann unmöglich gleichzeitig der Ursprung eines Abgrunds sein, und genau dort setzt der Aufhänger dieses Drehbuchs an? Denn der Fall Russell Williams lebt von dem Moment, in dem diese Illusion zerbricht und darunter nicht bloß ein Doppelleben sichtbar wird, sondern eine radikale Entstellung des Menschen, der dieses Leben führte. Bewo die Öffentlichkeit begriff, was sich hinter seinem Namen verbarg. Lebte die Region bereits in einer anderen Stimmung, da war der November 2009. Dunkel, nasskalt. Mit jenem trüben Licht, das Hause kleiner erscheinen lässt und Bäume wie schwarze Linien gegen den Himmel stellt. In dieser Zeit wurde Marie-France Como getötet, eine 38 Jahre alte Korporalin, die je auf demselben Stützpunkt arbeitete, die in Williams kommandierte. Reuters berichtete später, dass Williams in IHR Haus eindrang. Sie stundenlang sexuell missbrauchte und sie durch auf Mund und Nase gedrucktes Klebeband erstickte. Doch für einen starken Einstieg darf man nicht sofort mit der vollständigen Offenlegung der Tat beginnen. Man muss zuerst bei der Oberfläche bleiben, bei dem unheimlichen Abstand zwischen dem, was die Menschen sahen, und dem, was bereits geschehen war. Irgendwo stand ein Auto auf einer Einfahrt. Irgendwo ging ein Licht an. Irgendwo meldete sich jemand nicht zurück. Die Welt setzt sich fort, wie sie es immer tut. Wenn das Schreckliche noch keinen Namen hat, die Straßen wurden geraumt. Schnee wurde in den Rand geschoben. Menschen zogen die Schultern in dicken Jacken hoch und eilten durch den Wind. Auf dem Stützpunkt wurde gearbeitet, geplant, befohlen. Touren gingen auf und zu. Fahrzeuge kamen und gingen. Männer in Uniform bewegten sich durch Gänge, in denen Routine wie ein Versprechen wirkt. Und mitten in dieser Routine stand Russell Williams als Verkörperung von Ordnung. Das gerade später als Täter verurteilt worden wurde, macht den Fall nicht bloß schockierend, sondern strukturell beunruhigend. Seid, wie Mohello sich Gewalt hinter gesellschaftlichem Prestige verbergen kann, wenn der Täter verstanden hat. Welche Maske die Welt am liebsten akzeptiert. Dann kam der Januar 2010. Und mit ihm eine an der kalte, klare, harte, weißer. Der Schnee lag tiefer. Das Land wirkte offener und zugleich unzugänglicher. Jessica Lloyd, 27 Jahre alt, verschwand Ende Januar aus ihrem Haus in der Nähe von Belleville, nachdem sie nicht zur Arbeit erschien und ihr Auto noch vor dem Haus stand. Genau dieser Befund, dass die tägliche Ordnung unterbrochen war. Aber nicht so, wie ein normales Wegehen sie unterbricht. Ließ die Sache von Anfang an falsch wirken. Reuters und die Canadian Encyclopedia beschreiben, dass sie es später entführt, zu Williams Haus gebracht, wiederholt vergewaltigt und schließlich mit einem Seil erdrosselt wurde,
Ihre Leiche wurde danach in einer landlichen Straße abgelegt. In einem Sachleichenbericht ist das eine Abfolge von Fakten. In einer Erzählung aber beginnt hier der eigentliche Frost des Falls. Ein Haus bleibt still. Das Auto steht noch da, trotzdem abläuft die Morgenspost nicht. Die Dinge sind an ihrem Platz und gerade deshalb stimmt nichts mehr. Man muss sich die ersten Stunden vorstellen, bevor die Öffentlichkeit das ganze Gewicht der Geschichte kannte. Ein Telefonat via Licht, eine ausbleibende Antwort. Jemand, der zunächst denkt. Sie werden sich schon melden. Dann der zweite Gedanke. Der schwere ist dann die Erkenntnis. Dass normale Verspätung anders aussieht, so beginnt Angst in realen vollen Fahrstimme. Nicht mit Sirenen, sondern mit einer kleinen Verschiebung in der Ordnung des Alltags. Ein Bett, das nicht mehr nur ungemacht ist, sondern plötzlich als letztes Stilsbild eines Lebens wirkt. Ein Auto, das nicht mehr bloß gepackt ist, sondern wie ein zurückgelassener Satz erscheint. Ein Haustürbereich, in dem die Luft sich auf einmal anders anfühlt. Der Aufhänger von Russell Williams muss deshalb nicht zuerst den Tote zeigen, sondern die Landschaft. In der Szene Maske funktionierte. Ostontario ist in diesem Fall keine bloße Kulisse, sondern ein Verstärker, der gegen zwischen kleinen Ortschaften. Militärstruktur und landliche Weite wirkt überschaubar genug, Sicherheit zu versprechen. Und weit genug, Einsamkeit zu ermöglichen. Hier kennt man Fahrzeuge, Einfahrten, Nachbarschaften, Routinen. Man weiß, wohin gehört. Und genau deshalb wirkt ein Täter aus der Mitte des Establishments so fast und anständig gut getarnt. Er kommt nicht von außen. Er braucht nicht einmal die Ohren des Fremden. Er fährt auf denselben Straßen. Grüßt womöglich dieselben Menschen. Er scheint in einem Rahmen, den die Gesellschaft selbst mit Würde, Kompetenz und Verlässlichkeit aufgeladen hat. Das macht diesen Fall so viel dunkler als einen bloßen Skandal. Er ist keine Geschichte über einen Mann, der sich seinem Bild entzog. Er ist eine Geschichte über einen Mann, der das Bild perfekt verstand und es wie eine zweite Haut trug. Später bekannte sich Williams schuldig zu zwei Morden ersten Grades, zu zwei sexuellen Übergriffen, zu forcible confinement und zu einer langen Serie weiterer Delikte. Insgesamt 88 Anklagepunkten, darunter zahlreiche nachtliche Einbrüche und Diebstahle von Frauenunterwäsche aus Häusern in Ostontario. Reuters berichtet 2010, dass diese Einbrüche und der Fetischismus seiner Taten sich über Jahre gesteigert hatten und dass er sich selbst beim Tragen der gestohlenen Stücke fotografierte. Aber selbst dieser spätere Katalog erklärt noch nicht vollständig, weshalb der Fall sich so tief ins Gedächtnis eingebrannt hat. Das Entscheidende ist die Reibung zwischen seinem öffentlichen Bild und der Intimität der Gewalt. Ein Einbrecher hinterlässt Unordnung. Ein Sexualtäter hinterlässt Angst. Ein Mörder hinterlässt Endgültigkeit. Williams verband all das mit einem Auftreten, das auf Distanz Seriosität ausstrahlte. Daraus entsteht jene spezielle Form des Schreckens, die in Tierlein spürbar werden muss. Nicht die laute Bescheid eines offen enthemmten Mannes, sondern die präzise, kalte Möglichkeit, dass ein Mensch morgens geschniegelt befehlen. Repräsentieren und kontrollieren kann und nachts in fremde Schlafzimmer eindringt, weil er etwas sagt, das kein Herz mehr kennt. In den Wochen, in denen die Ermittlungen Fahrt aufnahmen, muss in der Region eine Spannung gelegen haben, die von außen kaum sichtbar war und durch alles veränderte. Winter in Kanada dämpft Geräusche, aber er dämpft nicht die Angst. Sie breitet sich durch Küchen, Flur und Gespräche aus. Sie sitzt mit am Tisch, sie fährt im Auto mit. Sie steckt in Blicken, wenn jemand abends allein die Haustür abschließt. Und während die Öffentlichkeit noch keine vollständige Form des Grauens hatte, verdichtete sich hinter den Kulissen bereits etwas.
Die Polizei arbeitete, Spuren wurden gesichert, Wege rekonstruiert, Bewegungen geprüft. Irgendwo lagen Reifenspuren im Schnee, und gerade die Spuren wurden später entscheidend. Reuters berichtete, dass die Polizei Williams schließlich nach einem Straßencheck festnahm. Weil die markanten Reifenabdrücke seines SUV mit den Spuren vor Jessicas Haus in Verbindung gebracht wurden, das ist kriminalistisch fast nüchtern. Beinahe technisch und gerade deshalb so stark. Kein dramatischer Zufall, kein Geständnis aus Reue, sondern Gummi im Winter, Muster im Schnee. Sachliche Polizeiarbeit gegen ein gepflegtes Gesicht. In einem guten Aufhänger liegt die Wirkung darin, dass sich bereits im ersten Kapitel die eigentliche Tragik andeutet. Bei Russell Williams ist diese Tragik nicht nur, dass 2 Frauen brutal getötet wurden und viele weitere in ihren Häusern ihrer Intimsphäre beraubt wurden. Es ist auch die Erkenntnis, dass die Gesellschaft sich durch Rang, Disziplin und polierte Lebenslaufe blenden lässt. Oft gerät dann, wenn sie am wenigsten Anlass dazu hat. Williams wurde im Oktober 2010 zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung für 25 Jahre verurteilt. Reuters beschrieb IHN dabei als einen der schlimmsten Taten der kanadischen Kriminalgeschichte. Doch Teil 1 endet noch nicht im Gerichtssaal. Er endet dort, wo die Ordnung gerade erst zu reißen beginnt. In der Winterluft von Ostontario. In einem Haus, in dem etwas nicht mehr stimmt. Auf einem Militärstützpunkt. Auf dem Uniform und Rang noch immer wie Schutz außerhin. Auf einer Straße, auf der ein Mann fährt. Den viele für das Gegenteil von Gefahr halten würden. Genau das ist der Dunkelkern dieser Geschichte. Das Bus kam hier nicht in zerrissener Kleidung und mit unruhigem Blick. Es kam geschniegelt. Dekoriert. Geschniegelt im Ton? Geschniegelt in der Haltung, geschniegelt genug. Nicht aufzufallen und als die Maske fiel. Blieb nicht nur ein Täter zurück, sondern die verstörende Frage. Wie viele Türen Eichem offen standen, gerade weil niemand glauben wollte, dass ein Mann wie Russell Williams selbst die Dunkelheit. Der Schauplatz dieses Falls ist kein finsteres Niemandsland, das sin Gefahr schon von weitem erkennen lässt, sondern eine Gegend, die auf den ersten Blick von Ordnung, Disziplin und winterlicher Ruhe lebt. Genau darin liegt ihre Tauschung, Ostontario zwischen Trenton. Belleville, Tweed und den kleineren Gemeinden ringsum wirkt wie eine Landschaft. In der Ablaufe Saalen, Straßen verlaufen lang und nüchtern durch auf feines Land. Vorbei an Feldern, niedrigem Buschwerk. Verstreuten Häusern, Einfahrten mit schneeverkrusteten Rändern und Briefkasten. Die wie kleine Wachposten an den Straßen stehen. Im Winter wird diese Gegend nicht spektakulär, sondern still. Der Schnee dampft Gerausche. Die Bäume stehen kahl und dunkel gegen einen blassen Himmel. Und die kalte See so tief in Holz. Metall und Haut, das alles fester. Harter, scharfer wirkt. Eingeparktes Auto genackt, noch Minuten nach dem Abstellen. Atem hängt weiß in der Luft. Schritte auf gefrorenem Untergrund klingen heller als im Sommer. Nachts trägen Landstraßen jedes Gerausch viel weiter. Als Manglot. Ein einzelner Motor kann sich wie ein Schatten über mehrere Felder hinweg bewegen. Lange bevor man das Fahrzeug überhaupt sieht. In einer solchen Landschaft entsteht ein Gefühl von Übersicht. Man meint, hier musste alles auffallen. Ein fremdes Auto, eine ungewöhnliche Bewegung. Ein Licht im falschen Fenster, doch gerade diese vermeintliche Übersicht ist trügerisch. Zwischen den Häusern liegen Distanzen, zwischen den Menschen Routinen. Und zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit klafft im Alltag oft eine viel größere Lücke, als man zugeben mochte. Der Fall Russell Williams spielt deshalb in einem Raum, der gleich zwei Gesichter hat.
Auf der einen Seite steht die landliche Ruhe Ostantarios, die disziplinär vertraut und berechenbar wirkt. Auf der anderen Seite steht die militärische Welt von CFB Trenton. Huty 8-Wing Trenton, ein Ort. Der institutional Geno das verkörpert, was Menschen beruhigt. Hierarchien, Uniformen, Protokolle, Verantwortlichkeiten. Klare Zuständigkeiten. Die kanadische Regierung beschrieb Williams 2010 ausdrücklich als den Kommandeur von 8-Wing Trenton. Also eine Schlüsselfunktion innerhalb dieses militärischen Gefüges. Gerade diese Kombination ausländischer Weite und militärischer Struktur macht den Schauplatz so unheimlich. Das Land sagt, hier kennt man sich. Die Institution sagt, hier herrscht Kontrolle. Beide zusammen erzeugt die Illusion. Ein Täter muss von außen kommen. Auffällig sehen, Rohwirken. Aus dem Muster fallen. Russell Williams fiel aber gerade nicht aus dem Muster. Er gehörte in den Augen der Öffentlichkeit mitten hinein, wer den Schauplatz dieses Falls verstehen will. Muss deshalb nicht nur an Schnee, Landstraßen und Dunkeleinfahrten denken, sondern auch an kasernierte Ordnung, an gebegelte Uniformen, an Dienstfahrzeuge, an Flure mit Neonlicht, an Besprechungsräume, in denen Karten hängen und Worte wie Verantwortung. Führung und Dienst wie stabile Pfeiler klingen. Von außen betrachtet war das Gebiet um Trenton kein Ort des Unheimlichen, sondern ein Ort des Funktionieren. Menschen gingen zur Arbeit, standen früh auf, fuhren dieselben Wege, kauften in denselben Laden ein, schoben denselben Schnee aus denselben Einfahrten, grüßten sich im Vorbeigehen, lebten in Hausen. Die nicht abgeschieden genug waren, sich verloren zu fühlen. Und nicht dicht genug, ständige Sichtbarkeit zu erzeugen. Genau das ist die Geometrie dieses Falls. Die Häuser liegen nah genug, Sicherheit zu versprechen und weit genug, Einsamkeit zu ermöglichen. Eine Einfahrt kann im Dunkeln wie eine kleine eigene Welt wirken. Ein Haus am Rand einer Straße kann belebt und zugleich schutzlos sein. Das Licht im Wohnzimmer fällt warm durch die Vorhänge. Waren draußen nur Nordwind übergefroren Flacken streicht. Die Spannung zwischen Behaglichkeit und Verwundbarkeit macht Ostontario in diesem Winter so mehr als einer Kulisse. Die Landschaft selbst scheint ein Stiller mit Spieler zu sein. Nicht, weil sie schuld war, sondern weil sie Gewalt verschlucken kann, ohne außerlich ihre Form zu verändern. Der Schnee deckt Spuren zu. Bärer macht andere aussichtbar. Ein abgelegter Gegenstand sticht plötzlich grell aus der weißen Flasche. Reifenabdrücke bleiben scharf, solange nicht neuer Schnee fällt oder ein Raumfahrzeug darüber geht. Der Winter ist also in diesem Fall nicht bloß Atmosphäre, sondern fast ein zweites System der Wahrheit. Reuters berichtete später, dass markante Reifenspuren von Jessica Lloyds Haus eine zentrale Rolle dabei spielten, Williams SUV mit dem Tatsächlichen zu verbinden. Das bedeutet, der Schauplatz ist nicht nur poetisch wichtig, sondern forensisch. Die Kalte konserviert, die White tarnt. Die Oberfläche ist schon und unerbittlich zugleich. Man muss sich die Gegend um Belleville und Tweed nicht als wilde Abgeschiedenheit vorstellen, sondern als eine Region voller Übergänge. Kleinortschaften gehen in offenes Land über. Wohnstraßen münden in Landstraßen. Zivilität endet nicht abrupt, sondern donnert aus. Genau in solchen Räumen funktioniert ein Täter. Der Mobilist, die Gegend kennt und im richtigen Augenblick harmlos genug erscheint. Besonders gut, es gibt keine scharfe Grenze zwischen sicher und unsicher. Stattdessen gibt es graue Zonen, eine Einfahrt, die tagsüber gewöhnlich wirkt, nachts aber aus dem Blick aller anderen fällt. Eine Straße, auf der tagsüber Pendler fahren und die Spatterbenz leer ist. Ein Haus, das bewohnt.
wo man normal aussieht und doch der Ort eines unvorstellbaren Übergriffs wird. In Russell Williams' Fall ist die Veränderung des Gewöhnlichen zentral. Das Böse trat nicht in eine ohnehin bedrohliche Umgebung ein, es nutze eine Vertraute. Das ist der eigentliche Schrecken des Schauplatzes. Ostentario wird in dieser Geschichte nicht deshalb unheimlich, weil es sich außerlich verwandelt, sondern weil die Bedeutung seiner Orte kippt. Ein Schlafzimmer ist plötzlich nicht mehr nur ein Ort des Schlafens, eine Einfahrt nicht mehr nur der Platz, an dem das Auto steht, ein Haus nicht mehr nur Schutzraum. Eine Uniform nicht mehr bloß Symbol für Verantwortung. Auch der Stützpunkt selbst gehört in diesen Schauplatz, wie ein zweites Herzstück. 8-Wing Trenton gilt als größter Luftwaffenstützpunkt Kanadas und ist eng mit Transport, Einsätzen, militärischer Logistik und öffentlichem Pflichtgefühl verbunden. Solche Orte tragen automatisch eine Aura. Sie sind mehr als Arbeitsplätze, sie sind sichtbare Staatsmacht. Sichtbare Disziplin, sichtbares Vertrauen. Wenn dort ein Mann an der Spitze steht, der nicht nur Befehle gibt, sondern auch öffentlich die Werte der Institution verkörpert, dann wirkt dieses wie ein Schutzmantel. Genau deshalb ist Trenton nicht nur geografisch wichtig, sondern psychologisch. Der Schauplatz dieses Falls liegt zwischen zwei Formen von Ruhe, der landlichen und der institutionellen. Beide wirken stabil, beide beruhigen Menschen. Beide werden von Williams ausgenutzt. Das bedeutet für die Erzählung, dass Teil 2 nicht bloß Baum, Schnee und Straßen beschreiben darf, sondern auch die soziale Temperatur der Gegend. Es ist ein Ort, an dem Menschen Dinge für selbstverständlich halten, dass der Nachbar sein Auto dort parkt, wo es gestern Nacht stand, dass der Offizier auf dem Stützpunkt ein Offizier ist und nicht etwas anderes. Dass ein Haus bei Einbruch der Dunkelheit Schutz bietet, dass Ordnung wirklich Ordnung meint. Diese Selbstverständlichkeiten sind das eigentliche Material des Schauplatzes. Denn nur wo Menschen sich grundsätzlich sicher fühlen, kann ein Tat durch kontrollierte Normalität so erfolgreich verschmelzen. Der Winter verstärkt dieses Gefühl auf widersprüchliche Weise. Einerseits zwingt er Menschen nach innen, Türen bleiben länger geschlossen, Fenster beschlagen, Begegnungen werden kürzer. Wedgie direkter, andererseits macht der Hause zu Inseln. Jedes beleuchtete Fenster sieht in der Dunkelheit aus wie ein abgeschlossenes kleines Universum, warm und private. Genau das verleiht Einbrüchen und Übergriffen in dieser Umgebung eine besonders intime Grausamkeit, wenn draußen alles gefroren ist. Wird das Innere des Hauses noch stärker als Schutz erlebt, ein Eindringen zerstört also nicht nur Grenzen, sondern auch ein elementares Gefühl von Wintergeborgenheit. In den Delikten von Williams spielt diese Zerstörung der privaten Sphäre eine zentrale Rolle. Reuters berichtete, dass über langere Zeit in Hause einstieg, unter Wasserstall und sich selbst dabei fotografierte. Solche Taten sind nicht bloß Eigentumsdelikte. Sie verändern die Wahrnehmung jedes Raums, den sie berühren. Eine Komödie ist danach nicht mehr bloß eine Komödie. Ein Schlafzimmer nicht mehr bloß ein Schlafzimmer. Selbst der Geruch eines Hauses kann plötzlich fremd wirken, wo so etwas erlebt. Verliert nicht nur Gegenstände, sondern Sicherheit. Und genau diese beschädigte Hauslichkeit gehört zum Schauplatz des Falls. Hinzu kommt die besondere Symbolik der Straßen in diesem Winter. Landstraßen in Ostontario sind keine dramatischen, Hochgeschwindigkeitsachsen. Sie sehen sich nüchtern durch offene Flächen. Vorbei an Schneewehen, Drahtzaunen, kahlen Bäumen, vereinzelten Gebäuden und Graben. In denen sich Schmutzschnee sammelt, wie Dämmerung wirken sie endlos. Die Scheinwerfer schneiden nur ein begrenztes Stück Sicht aus der Dunkelheit. Und jenseits davon bleibt alles schwarz, weiß oder grau. Solche Straßen tragen in diesem Fall mehr als Fahrzeuge. Sie tragen Übergänge zwischen Haus und Außenwelt.
Zwischen öffentlicher Rolle und privatem Abgrund, zwischen Kontrolle und Gewalt. Wenn Williams nachfuhr, dann bewegte es sich nicht durch eine neutrale Topographie, sondern durch ein Netz aus Gewohnheiten, das IHN zugleich deckte. Ein Auto auf einer Landstraße ist im Winter nichts Ungewöhnliches, ein Mann in Uniform oder mit militarischem Hintergrund. Der in dieser Gegend unterwegs ist, schon gar nicht. Genau deshalb ist der Schauplatz so beunruhigend. Nichts in IHM schreit. Alles flüstert Normalität, selbst Belleville und Trenton. Da im regionalen Maßstab wichtige Zentren sind, wirken im Vergleich zu Großstädten überschaubar. Die Wege zwischen Arbeitswelt, Wohnvierteln und landlichen Randern sind kurz genug. Am Alltag zu strukturieren, aber offen genug. Abgründe zu verstecken. In Großstädten verschwindet man in Menschenmassen. Hier verschwindet man eher in Gewissheiten. Man glaubt zu wissen. Wurde zugehört, man erkennt Versuch. Hause, Dienstgrade. Routinen, dieses Zugehörigkeitsgefühl kann schützen. Aber es kann euch blind machen. Ein Täter wie Williams musste keine exotische Tarnung erfinden. Er musste nur genau der Mann bleiben, denn die Gegend in IHM sehen wollte. Deshalb gehört zum Schauplatz auch die gesellschaftliche Sprache über Respektabilität, militärische Laufbahnen. Gepflegt Hause, geordnet Ehen. Stimmige Lebenslaufe, all das erzeugt in vielen Gemeinschaften eine nahezu automatische Vertrauensvoraussetzung. Reuters habe, dass Williams sogar das Flugzeug der britischen Königin geflogen hatte. Was sein öffentliches Prestige zusätzlich unterstrich. Solche Details sind für Tilsway nicht bloß biografische Ausschmückung. Sie zeigen, wie sehr der Schauplatz aus Vorstellungen besteht. Menschen sehen nicht nur Häuser und Straßen, sie sehen Rang. Würde, Status. Und sie verknüpfen damit Sicherheit. In dieser Geschichte wird der Raum daher nicht allein durch Geografie, sondern auch durch Symbolik gebaut. Der Stützpunkt steht für Ordnung. Der Winter für Erstarrung, das Land für Übersicht. Das Haus für Schutz, das Auto für Routine. Die Uniform für Vertrauen und Williams bewegt sich durch all diese Symbole hindurch. Ohne sie der Anfang sichtbar zu beschadigen, das macht den Schauplatz fast unerträglich präzis. Denn seht, dass Gewalt nicht immer an den Orten lauert, da wir ohnehin verdächtig fanden, sondern dort, wo wir uns auf ihre Abwesenheit verlassen. Man konnte sagen, Ostontario in diesem Fall ist eine Landschaft der falschen Beruhigung. Nicht, weil sie objektiv friedlich oder idyllisch war, sondern weil ihre Form Menschen glauben lässt. Gefahren sind erkennbar, doch Gefahren mit Rang. Routine und kalte Selbstbeherrschung sind oft gerade deshalb erfolgreich, weil sie genau diese Erwartungen unterlaufen. In einem solchen Schauplatz ist jeder kleine Alltagsgegenstand aufgeladen. Ein Reifenspürenmuster im Schnee. Eine Haustür, ein Fenster ohne Bewegung dahinter. Ein Wagen in einer Einfahrt. Ein Flur mit gedampftem Licht. Ein Feldweg. Eine ländliche Straße. Ein Flugplatz. Ein Dienstzimmer. Alles wirkt zunächst getrennt und gehört am Ende doch zusammen. Das ist die eigentliche Kraft dieses zweiten Teils. Sieht, dass der Fall Russell Williams nicht in einem abstrakten Raum der Finsternis geschah, sondern in einer winterlichen, funktionierenden, geordnet wirkenden Welt, in der die Menschen glaubten, Schutzklar benennen zu können. Und genau deswegen wirkt diese Welt nach dem Fall anders. Dieselben Straßen bleiben befahrbar, derselbe Schnee fällt. Dieselben Häuser stehen noch, derselbe Stützpunkt erfüllt weiterhin aufgebaut. Aber die Bedeutung hat sich verschoben, ein Haus ist nicht mehr nur Schutz. Eine Uniform nicht mehr nur Ehre, eine schon. Stille Winterlandschaft, nicht mehr nur Kulisse für geregeltes Leben, sie wird zu einem Ort.
an dem die Oberfläche liegt. So muss man den Schauplatz dieses Falls lesen. Als weißes, ruhiges, kontrolliert wirkendes Terrain, in dem sich unter der gefrorenen Haut des Alltags bereits etwas bewegte. Das niemand sehen wollte, gerade weil es so gut in die Welt passt. Die zerstörte, Beaver Russell Williams für Kanada zu einem Namen des Eckels wurde, Beaver sein Rang, seine Uniform und sein sorgfältig gepflegtes Auftreten unter dem Gewicht der Beweise zusammenbrachen. Gab es auf der anderen Seite dieser Geschichte zwei Frauen, die ein eigenes Leben hatten, einen eigenen Rhythmus, eigene Gewohnheiten, eigene Zukunftsentwürfe, und genau dort muss Teil 3 beginnen. Weil ein Fall wie dieser sonst so leicht in die falsche Richtung kippt und aus der Tatermaske mehr Erinnerung sieht als aus den Menschen, denen das Leben genommen wurde. Marie-France Comeau war 38, Jahre alt und selbst Angehörige der kanadischen Streitkräfte, eine Korporalin im Stützpunkt in Trenton. Also Teil jener Weltausdienst, Verlässlichkeit und wiederkehrende Ordnung. Da in diesem Fall später so bitter ironisch wirken sollte, Jessica Lloyd war 27, Jahre alt, lebte in der Gegend von Belleville und arbeitete in einem Gefängnis. Sie stand in einem anderen Abschnitt des Lebens, jünger, nahe an jenem Alter, in dem viele Dinge noch im Werden sind. Pläne noch offen da liegen, Besichungen. Arbeit, Zukunft noch nicht als fertige Form, sondern als Möglichkeit empfunden werden. Reuters berichtet 2010, dass Williams, sich des Mordes an der 38-jährigen Korporalin Marie-France Comeau und an der 27-jährigen Jessica Lloyd schuldig bekannte. Doch solche Angaben reichen nicht. Ihre Geschichte zu tragen, ein Opfer ist keine Alterszahl, kein juristischer Ausdruck, kein Name in einer Anklageschrift. Ein Opfer ist das, was morgens mit einem bestimmten Schritt durchs Haus geht, was Gegenstände anfasst, was Nachrichten schreibt, was müde wird, was lacht, was an einem freien Abend vielleicht den Fernseher laufen lässt oder Wäsche zusammenlegt oder noch etwas aus dem Auto holt oder in Gedanken schon beim nächsten Arbeitstag ist. Genau das ist die wahre Substanz dieses Kapitels. Marie-France Comeau muss man sich zuerst als jemanden vorstellen, der in einer Welt Ausdienst planen, Routinen und klaren Ablaufen lebte, Menschen, die im militärischen Umfeld arbeiten, tragen oft eine doppelte Ordnung mit sich. Die offiziell und die private, es gibt die sichtbare Disziplin. Die Pünktlichkeit, die Verlässlichkeit, den geordneten Tageslauf und daneben das gewöhnliche Leben, in dem man wie alle anderen die Schuhe an der Tür aussieht, etwas essen muss, den Körper von einem langen Tag entlastet, vielleicht kurz noch telefoniert oder in Gedanken bleibt, waren die Wohnung einen herum stille wired, gerade bei einer Frau wie Marie-France, die selbst auf dem Stützpunkt diente, bekommt diese Alltäglichkeit zusätzliches Gewicht. Denn hier wurde nicht einfach irgendein Leben zerstört, sondern das Leben einer Frau, die Teil jener Institution war, deren ranghoher Befehlshaber ihr später das Schlimmste antat. Der spätere Umstand, dass Williams ihr Vorgesetzter war und am selben Stützpunkt arbeitete, gehört zu den verstörendsten Elementen des gesamten Falls. Reuters und an der Berichte hielten fest, dass Comeau auf demselben Stützpunkt arbeitete, den Williams kommandierte. Aber auch das ist es der Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens war sie ein Mensch mit Eigenwärme, nicht bloß mit Dienstgrad. Man muss sich ihr Zuhause vorstellen. Nicht als forensischen Ort, sondern zunächst als Rückzugsraum. Das liegt in den Zimmern, der Geruch der Wohnung am Abend, die Dinge auf einer Kommode, Kleidung, die über einen Stuhl gelegt wurde, vielleicht eine Tasche vom Arbeitstag. Vielleicht der automatische Griff zu einer Gewohnheit, die niemand später in den Akten vermerkt.
obwohl sie in Wahrheit das ganze Leben ausmacht, der Respekt vor den Opfern verlangt. Dass man gerade diese unauffälligen Dinge ernst nimmt, denn in ihnen steckt alles, was ein Täter nicht zerstören kann, auch wenn den Körper vernichtet. Bei Jessica Lloyd ist die Geschichte des Opfers anders gefärbt, aber nicht weniger schmerzhaft. Sie war jünger, lebte in einer ländlicheren Umgebung nahe Belleville, arbeitete im Gefängnissystem und führte damit ebenfalls ein Leben, das nach außen nach Struktur aussah. Menschen, die in einer Haftanstalt arbeiten, tragen den Alltag der Kontrolle, der Vorsicht, des geregelten Betriebs oft mit nach Haus, aber sie werden dadurch nicht härter gegen das Privat. Im Gegenteil, vielleicht schätzt man dann das eigene sogar mehr. Die Tür, die man hinter sich schließen kann. Das Haus, das nur einem selbst gehört. Die Ruhe, die Abwesenheit fremder Blick. Den Abend, der langsam wird. Jessica Lloyds Geschichte muss deshalb über diese kleine, In-Time-Geography erzählt werden. Ein Haus in der Winterlandschaft Ostentarios, ein Auto vor der Tür. Routinen, an denen andere Menschen spatten möchten. Dass was nicht mehr stimmte, Reuters berichtete. Dass sie als Angestellte eines Gefängnisses arbeitete und Ende Januar 2010 aus ihrem Haus entführt wurde, nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war und ihr Auto noch vor dem Haus stand. Auch hier ist die juristische Kurzform nur ein hartes Gerüst, dahinter steht ein Leben, das bis kurz vor dem Verbrechen noch in Bewegung war. Vielleicht hatte sie vor die nächsten Tage etwas vor. Vielleicht lagen Dinge herum, da sie es später hatte aufräumen wollen. Vielleicht lief ein kleines Stück ihres Alltags so banal ab, dass es vor immer unsichtbar geblieben war. Hatte nicht dieses Verbrechen alles in eine letzte Bedeutung gezwungen? Genauso funktioniert Verlust. Erst durch den Bruch erkennen andere, wie es ein Mensch die Welt bereits ausgefüllt hatte. In der Geschichte der Opfer dieses Falls geht es deshalb nicht nur darum, was sie offiziell waren, sondern wie ihr Fehlen den Raum verändert. Bei Marie France bedeutete das Fehlen wahrscheinlich, dass in einem Ort militärischer Routine plötzlich eine scharfe Stille entstand, welgemmend, der in diese Ordnung gehörte, aus ihr herausgerissen worden war. Bei Jessica bedeutete es, dass das Haus, das Auto, die Einfahrt und das Ausbleiben am Arbeitsplatz sich in alarmierende Zeichen verwandelten. Ein Mensch fällt nie abstrakt, er fällt konkret. Eine Stimme meldet sich nicht, eine Schicht bleibt unbesetzt. Eine Antwort kommt nicht, eine Verabredung wird nicht eingehalten. Ein Raum bleibt unbenutzt, die wahre Geschichte des Opfers beginnt oft genau dort. Wo andere merken, dass die Welt nicht mehr wie sonst reagiert. Gerade bei Frauen, die ein berufliches Leben mit Verantwortung führen, ist diese Verschiebung oft besonders deutlich, weil ihr Alltag für andere normalerweise lesbar ist. Wo so Arbeit geht, wo Routinen hat, wo verlässlich ist, dessen Ausbleiben klingt sofort lauter. Das macht den ersten Schrecken solcher Fälle so brutal. Nichts von dem, was einen Menschen zuverlässig erscheinen lässt, schützt IHN im entscheidenden Augenblick. Es sorgt nur dafür, dass die Unordnung schneller sichtbar wird. Jessica Lloyd war in den später veröffentlichten Ermittlungsunterlagen nicht bloß als Opfer eines Mordes präsent, sondern auch als Ziel eines Täters, der sie über langere Zeit auspackte und in Sehensvorstellungen einbaute. Das ist eine zusätzliche Grausamkeit dieses Falls. Er traf nicht zufällig in einen fremden Raum, sondern suchte sich Frauen, beobachtete, näherte sich der intimsten Grenze ihres Lebens und trat dann darüber. Gerichtliche und mediale Berichte hielten fest, dass Williams Frauen fotografisch auspackte, in ihre Häuser eindrang, unter Wasser stahl und sich in ihrer Kleidung fotografierte.
Bevor die Gewalt in zwei Fallen eskalierte bis zum Mord. Wenn man Teil 3 sauber ersalt, darf man daraus kein voyeuristisches Bild machen. Es muss viel mehr sichtbar werden. Was dadurch geraubt wurde, nicht nur Körper, sondern Privatsphäre, wurde. Die elementare Sicherheit des Zuhauses. Marie France und Jessica lebten beide in einem Raum. Der eigentlich Schutz bedeutete, das ist zentral. Der Täter griff nicht an einem abstrakten Ort an, sondern an der Stelle, an der ein Mensch die Rüstung des Tages erblickt, dort, wo keine Öffentlichkeit mehr ist, wo Rang, Beruf und Fassung sich entspannen dürfen. Die Geschichte des Opfers in diesem Fall ist deshalb immer auch eine Geschichte über Schutzräume. Über Frauen, die nach außen funktionierten und im Inneren ihres Lebens dasselbe suchten wie jeder andere Mensch. Ruhe, Normalität. Einen Ort, an dem man nicht beobachtet, nicht taxiert, nicht bedroht wird. Dass genau dieser Raum verletzt wurde, macht ihre Geschichte so schmerzlich. Man darf auch nicht vergessen, dass hinter jedem Opfer weitere Menschen stehen, die in einem solchen Fall gleichsam mit verstümmelt werden, nur langsamer und ohne sichtbare Wunden. Familien, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Menschen aus dem Arbeitsumfeld, allemaßen die Person, die sie kannten, plötzlich in zwei Bildern gleichzeitig halten. Im Lebendigen, gewöhnlichen davor und im Unfassbaren danach. Gerard B.I. Marie France, die im militärischen Umfeld eingebunden war. Dürfte das Echo ihres Todes auch kollegial besonders intensiv gewesen sein, wenn jemand verschwindet oder ermordet wird. Der Teil eines engen beruflichen Systems war, verändert sich dieses System von innen. Flure klingen anders, Gespräche werden abgehackter. Einem fällt ein anderer Tonlage, Routinen laufen weiter. Aber sie laufen über einen Riss hinweg. Bei Jessica dürfte der Verlust in ihrem zivilen Umfeld ähnlich körperlich gewesen sein. Nur anders verteilt. Ein Haus wird plötzlich zum Beweisraum. Eine Einfahrt bekommt eine zweite Bedeutung. Ein Arbeitsplatz muss erklären, warum jemand nicht auftaucht. Diese Verschiebungen sind Teil ihrer Opfergeschichte. Will sie zeigen, wie weit ein Mensch in andere Leben hineinreicht. Man sieht die Tragweite eines Lebens oft erst, wenn es fehlt. Dass beide Frauen berufstätig, eingebunden und in ihrer jeweiligen Umgebung verortet waren, macht den Fall umso harter, weil hier keine Abstraktionen angegriffen wurden, sondern Erwachsene, konkret Leben in voller Bewegung. Es ist wichtig, in Teil 3 die Opfer nicht künstlich zu idealisieren. Man ehrt Menschen nicht am besten, indem man sie zu Heiligen macht, sondern indem man ihre wirkliche Menschlichkeit ernst nimmt. Das bedeutet, sie als Frauen mit Müdigkeit, Gewohnheiten, vielleicht kleinen Unordnungen, eigenem Humor, eigenen Eigenheiten zu denken, vielleicht wo einer von ihnen jemand, der Dinge ordentlich hinlegt, waren die andere hier etwas stehen ließ. Am Essbad zu erledigen, vielleicht mochte eine den stillen Feierabend. Waren die an der telefonierte, Musik laufen ließ oder noch unterwegs war. Solche Details sind nicht immer öffentlich dokumentiert, aber genau in dieser Sphäre spielt das echte Leben. Und wenn man sie innerlich mitdenkt, kann man dem Verbrechen seine schlimmste Leistung nicht zugestehen. Nämlich die Opfer auf die Rolle des Getöteten zu reduzieren. Marie France Comeau war nicht in erster Linie die Frau, die in diesem Fall starb. Sie war zuerst eine Frau, die lebte, arbeitet, ihren Platz in der Welt hatte und von anderen gekannt wurde. Jessica Lloyd war nicht in erster Linie die Frau, die verschwand. Sie war zuerst jemand mit einer Zukunft. Mit Roman, Routinen und Menschen,
die sie erwarteten. Teil 3 musste ich ablesen. Aber entschieden gegen die Reduction arbeiten, gerade weil der Tate so viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog, müssen die Opfer hier das Zentrum zurückbekommen. Der Fall Russell Williams lebt von seinem Kontrast zwischen makelloser, oberflächlicher und abgründiger Tat. Doch die moralische Wahrheit dieses Kontrasts liegt nicht in seiner Fallhöhe, sondern in dem was er zwei Frauen und vielen weiteren Betroffenen nahm. Reuters und die Canadian Encyclopedia berichten zudem, dass Williams neben den beiden Morden auch zwei weitere Frauensexualangriff und insgesamt Dutzende Einbrüche und Fetischdelikte beging. Dadurch wird noch deutlicher, dass Marie-France und Jessica nicht zufällig in eine singulare Tat gerieten, sondern in die Eskalation eines bereits lange bestehenden Musters. Auch das gehört zu ihrer Geschichte. Wenn auch auf schmerzhafte Weise. Sie wurden Opfer eines Täters, der seine Gewalt zuvor bereits in anderer Form geübt und verfeinert hatte. Das macht ihr Schicksal nicht definierend, aber es zeigt, in welchem Netz von Übergriffigkeit und Kontrolle sie schließlich gefangen wurden. Dennoch soll Teil 3 nicht im Tater enden. Er muss bei den Frauen bleiben. Bei Marie-France in ihrer professionellen Welt und ihrer privaten Verwundbarkeit. Bei Jessica in ihrem stillen Haus, ihrer Arbeit, ihrer Jugend, ihrer offenen Zukunft. Bei dem, was beide gemeinsam hatten. Obwohl ihre Lebenssituationen verschieden waren, sie lebten in einer Welt, die ihnen eigentlich Schutz versprach. Beide waren keine losgelösten Figuren in einer dunklen Legende, sondern Menschen im festen Gewebe ihres Alltags. Genau dieses Gewebe wurde zerrissen. Und das ist vielleicht das Schwerste an ihrer Geschichte. Nicht nur, dass sie starben, sondern dass sie aus einer Welt geholt wurden, in der noch so viel von ihnen da war. Die Tass. Die Jackie, die schickt. Das Auto, das Bett. Die vertraute Nachricht, die nicht mehr kam. So muss man Teil 3 lesen als Rückgabe. Eine Rückgabe von Gewicht, Würde und Gegenwart in zwei Frauen, die in der öffentlichen Erinnerung oft hinter der Monstrosität des Taters verschwinden, je ihr stehen sie da wo. Nicht als Symbole, nicht als bloße Anklagepunkte, sondern als Leben, die in Ostenterio ihren Platz hatten. Bis ein Mann, dem wir vertrauten. Dies platzierte Tote Verwundelte. Der Vorfall in diesem Fall beginnt nicht mit einem Null, sondern mit jener falschen Ruhe, in der ein Abend sich verhält. Als sei er nur ein weiterer Abend, genau das macht Teil 4 so kalt. Nichts an der Oberfläche konditen, das gleich etwas geschieht. Das zwei Leben binden und eine ganze Region vergiften wird. Es gibt keine theatralische Verdunkelung. Kein sichtbares Vorzeichen, keine Außergäste des Schicksals. Stattdessen stehen Häuser in der Winterluft. Einfahrten sind mit Schnee gesaumt. Irgendwo läuft ein Fernseher, irgendwo klappert Geschirr. Irgendwo wird eine Jacke über einen Stuhl gehängt. Und in dieser ganzen gewöhnlichen Welt bewegt sich ein Mann, der so viel Ordnung ausstrahlt, dass die meisten Menschen gerade in einem keinen Ursprung des Schreckens vermuten würden. Russell Williams war zu diesem Zeitpunkt nicht nur irgendein Fremder auf dunklen Straßen, sondern ein hochrangiger Offizier, der sich zwischen offizieller Autorität und privatem Abgrund mit erschreckender Geschmeidigkeit bewegte. Sparte bekannte er sich schuldig, Marie-France Como und Jessica Lloyd ermordet zu haben, nachdem zuvor bereits in zahlreiche Häuser eingedrungen war. Frauen aus Spionier und persönliche Gegenstände gestohlen hatte, doch im eigentlichen Moment des Vorfalls ist diese spätere Gewissheit noch nicht da. Da gibt es nur die kalte Gegenwart eines Täters, der den entscheidenden Schritt über eine Grenze setzt. Die für andere Menschen heilig ist. Bei Marie-France Como beginnt dieser Vorfall in der Intimität eines Zuhauses.
Kein öffentlicher Raum, kein unübersichtlicher Parkplatz. Keine anonyme Zwischenzone, sondern das eigene Haus. Jener Ort, an dem ein Mensch seine Wachsamkeit erblickt. Das ist entscheidend, wie alle Verbrechen erschüttern. Weil sie Gewalt enthalten. Dieser Fall erschüttert zusätzlich. Weil sieht, wie wohlständig ein Tatbesitz den Schutzraum eines anderen Menschen enegnet. Reuters berichtete, William sei in Cameos Haus eingedrungen. Habe sie über Stunden sexuell missbraucht und sie anschließend durch auf Mund und Nase gedrucktes Klebeband erstickt. Schon die Nüchternheit dieser späteren Feststellung ist schwer zu ertragen. Weil sie etwas beschrieb, das in Wirklichkeit aus einer langen Kette von Entscheidungen, Blicken, Bewegungen und entsetzlicher Kontrolle bestand. Der Vorfall selbst muss deshalb nicht sensationsheischend erzählt werden, sondern als gewaltsame Umkehrung von Sicherheit. Eine Frau ist zu Hause, jammend. Der dort nichts zu suchen hat, ist plötzlich dort. Der Raum kippt, alles. Was eben noch Schutz bedeutete, antwortet nicht mehr wie Schutz. Die Wände stehen noch, die Möbel stehen noch. Vielleicht ist das Licht noch dasselbe. Doch der Sinn des Ortes ist zerstört. Gerade darin zeigt sich die besondere Grausamkeit von Williams Taten. Überfiel nicht nur Menschen. Überfiel das Vertrauen, das Menschen in geschlossene Türen und private Räume legen. Bei Jessica Lloyd ist der Vorfall anders in seiner Form, aber ähnlich in seiner Logik. Wieder beginnt alles in einem Haus, in der stillen Sphäre des eigenen. Wieder nicht draußen in offener Gefahr, sondern dort. Wo ein Mensch glauben darf, für den Tag fertig zu sein. Reuters berichtet, dass Williams Jessica Lloyd aus ihrem Haus entführte. Sie in sein Haus brachte, wiederholt Vergewaltigt und später Totheit. Auch hier darf man sich nicht von der späteren Kürze der Fakten tauschen lassen. Ein Vorfall wie dieser besteht aus einer grausamen Verschiebung der Wirklichkeit. Eine Frau ist in ihrem eigenen Lebensraum, dann ist sie plötzlich nicht mehr in ihrem eigenen Leben. Ein Täter tritt in diesen Raum ein und mit ihm ändert sich nicht nur die körperliche Situation, sondern die gesamte Ordnung der Welt. Aus Vertrautheit wird ausgeliefert sein. Aus den nächsten Minuten, die eigentlich banal hatten weggehen sollen, wird eine Kette von Augenblicken, in denen die Zukunft abrupt aufhört. Selbstverständlich zu sein, genau das muss spürbar werden. Nicht das laute Bild, sondern die enge. Die plötzliche Unmöglichkeit, sich auf die alten Regeln zu verlassen. Der Vorfall in diesem Fall ist nämlich weniger durch impulsiv, Rasserei gekennzeichnet als durch kalte Kontrolle. Williams wirkte später in seinem Verhalten nicht wie ein Mann, der in blinder Wut explodierte, sondern wie jemand, der plant, beobachtete, auswählte und dann handelte. Gerichtliche und mediale Berichte schildern ein Muster von Ausbauung, Einbrüchen, fotografische Überwachung und Fetischdelikten, die den beiden Morden vorausgingen. Das verändert die Art, wie man den Vorfall lesen muss. Es ist nicht bloß eine einzelne enthemmte Tat. Es ist der Punkt, an dem ein bereits lange laufender Prozess aus Grenzverletzung, Fantasie, Beobachtung und Besitzdenken in äußerster Gewalt umschlägt. In erzählerischer Hinsicht ist das von enormer Bedeutung, denn der Vorfall beginnt dann nicht erst mit dem Eindringen in ein Haus, sondern viel früher, in Blicken von außen, in Fahrten durch die Gegend, in gespeicherten Bildern, in Entscheidungen, die dem Täter schon gefallen sind. Waren die Opfer noch nichts davon wissen? Das ist der eigentliche Horror dieses Kapitels. Die Frauen leben weiter in ihrem normalen Takt, waren sich im Kopf des Täters längst eine andere Wirklichkeit vorbereitet. Man muss sich deshalb auch die Stunden vor der Tat vorstellen, nicht als nachweisbar Minute für Minute, sondern als Atmosphäre,
draußen Winter. Vielleicht ein Fahrzeug auf einer dunklen Straße. Vielleicht das Dröhnen eines Motors. Das in ländlicher Umgebung weitertragt als in der Stadt. Vielleicht irgendwo ein Fenster. Hinter dem warmes Licht steht ein Tater, der genau weiß, was will. Bewegt sich in diesem Raum fast gespenstisch leicht, Gerard, weil alles Eichen herum auf Normalität eingestellt ist. Das ist die bittere Logik des Vorfalls. Nicht Lamm schützt vor Verbrechen, sondern Wachsamkeit. Und Wachsamkeit ist im eigenen Zuhause nie dauerhaft ganz oben. Genau deshalb ist der Einbruch in die Privatsphäre eine so radikale Tat. Trifft Menschen dort, wo sie am wenigsten damit rechnen müssen, dass die Welt ihnen feindlich antwortet. Vor der Außenwelt beginnt der Vorfall zunächst als Störung im Ablauf. Im Fall Jessica Lloyd etwa dadurch, dass sie nicht zur Arbeit erscheint und ihr Auto noch vor dem Haus steht. Reuters nennt genau diese Beobachtung als frühen Alarmmoment. Diese kleine Verschiebung enthält schon das ganze Grauen in embryonaler Form. Ein Auto ist da. Der Mensch nicht. Das ist keine normale Abwesenheit. Es ist das erste sichtbare Zeichen, dass die Ordnung nicht bloß unterbrochen, sondern aufgebrochen wurde. Der Vorfall hat also immer zwei Ebenen. Innen geschieht die Tat, außen geschieht zunächst nur Unverständnis. Jemand wundert sich, jemand ruft an, jemand merkt, dass etwas nicht stimmt, ohne schon zu wissen, wie schlimm es ist. In Marie-France Fall muss dieser Übergang ebenso scharf gewesen sein. Ein Zuhause, das eigentlich Rückzug bedeutete, wird plötzlich zum Ort einer Gewalt, die später aktenkundig, fotografisch dokumentiert und juristisch erfasst wird. Im eigentlichen Augenblick aber nur aus Angst, Zwang, Atem, Körper und stillste Hände Zeit besteht. Gerade weil beide Taten in oder aus dem privaten Raum der Opfer heraus geschahen, ist der Vorfall in diesem Fall nicht nur körperlich, sondern ontologisch verstörend, verandert. Was ein Haus bedeutet, wo es später von außen auf diese Gebäude blickt. Seit Wanda, Fenster, Terrain, werden voll kennt. Sieht Bruch, kein Tater zerstört nur den Körper eines Opfers. Zerstört mit ihm auch die symbolische Sicherheit des Ortes, an dem die Tat geschieht. Das gilt hier in extremer Weise. Williams trug nach außen die Zeichen von Rang. Vernunft und Führungsstarke und nutzte gerade diese kontrollierte Außenhaut, im verborgenen Raum zu betreten. Die IHM niemals hatten offen stehen dürfen. Das macht den Vorfall nicht nur brutal, sondern sinnig. Die Gesellschaft hat IHM mit Vertrauen ausgestattet. Und es setzte die gesellschaftliche Tarnung ein, das intimste Vertrauen anderer Menschen zu vernichten. Wir muss deshalb auch die seelische Asymmetrie dieser Taten zeigen. Auf der einen Seite Frauen, die sich im Schutzraum ihres Lebens befinden, auf der anderen Seite ein Täter, der vorbereitet, entschlossen und in seiner inneren Haltung bereits weit jenseits normaler moralischer Hemmungen operiert. Das Zusammentreffen dieser beiden Zustände ist der eigentliche Vorfall, nicht bloß der körperliche Angriff, sondern das Aufeinandertreffen von Selbstverständlichkeit und kalkulierter Bosartigkeit. Eine Frau bewegt sich innerhalb ihres eigenen Alltags. Der Täter bewegt sich bereits außerhalb jeder gemeinsam geteilten Wirklichkeit. Und wenn diese beiden Räume kollidieren, entsteht das, was später in Akten nocturn Tat genannt wird. In Wahrheit aber ist es ein Herausreißen eines Menschen aus seiner letzten Selbstverständlichkeit. Man sollte in diesem Kapitel auch nicht übersehen, dass Williams Taten nicht im Effekt an einem zufälligen Ort explodierten, sondern auf Kontrolle beruhten. Dies Kontrolle ist zentral, weil sie erklärt, warum der Fall so lange wie ein doppelter Betrug wirkt. Der Täter betrug seine Umwelt mit seiner respektablen Erscheinung.
Und betrug die Opfer mit dem Überfall auf genau den Raum, in dem sie keinen Betrug mehr erwarten. Dass Jessica Lloyd nach der Entführung in Williams Haus gebracht wurde, wie Reuters es schilderte, verstärkt dies Kontrolle noch weiter. Der Vorfall endet also nicht an der Schwelle des Opferhauses, sondern setzt sich in der totalen Besitzergreifung fort. Das ist wichtig. Ohne in so nötig ausmalende abzugleiten. Der Kern ist nicht das sensationelle Detail, sondern die Struktur der Macht. Eine Frau wird aus ihrem Leben herausgenommen und in einen Raum gezwungen, der dem Täter gehört, indem die Regeln setzt, indem ihr eigenes Zeitgefühl, ihre Orientierung, ihre Hoffnung auf normale Rettungslogik zerbrechen. Genau solche Strukturen machen reale Gewalt so anders als fiktionales Bosses. Sie leben nicht von dunkler Magie, sondern von Planung, Dominanz und einem erschreckenden Maß an innerer Kälte. Wie Marie-France Commio bestand diese Kälte in der Dauer und dem bewussten Ausschalten der Qual des anderen. Reuters Bericht über stundenlangen Missbrauchen die Tötung durch Ersticken mit Klebeband spricht in wenigen Worten von einem Ausmaß an Grausamkeit, das nicht impulsiv wirkt, sondern bewusst wohlsogen. Genau deshalb darf Tilvia nicht hektisch erzählt werden. Muss langsamer sein, enger, fast ersticken in seinem Gefühl, denn das Verbrechen selbst war keine kurze Explosion, sondern ein von Williams kontrollierte Zerstörung der Person des Opfers. Nach außen aber bleibt die Welt in diesen Stunden ungerührt. In einem Nachbarhaus schlaft vielleicht jemand, irgendwo fährt ein Raumfahrzeug. Irgendwo läuft eine Sputnik-Sendung. Irgendwo steht Diesel bei Winterluft zwischen Häusern und Feldern. Das gehört zur Ungeheuerlichkeit realer Fälle. Die Welt hält nicht an. Wenn ein Mensch in Eichau vernichtet wird, sie läuft weiter. Und gerade die Gleichzeitigkeit von Routine und Ausnahmezustand macht den Vorfall so schwer auszuhalten. Für die Angehörigen und Kollegen der Opfer beginnt das Grauen erst später sichtbar zu werden. In Form der Abwesenheit, des Ausbleibens, der Stille, die nicht mehr plausibel ist. Doch im Zentrum dieses Tales steht die unsichtbare Phase davor, die standen, in denen ein Täter freie Macht über einen Menschen gewinnt, ohne dass die Außenwelt schon weiß, dass sie jetzt bereits suspekt ist. Diese Seite ist im Rückblick fast unerträglich. Weil man sie nicht reparieren kann, man kann nur versuchen, sie in ihrer Struktur zu verstehen. Ein Mann, der Gewalt beobachtet und geplant hat, überschreitet die Grenze zu einem Leben, das ihm nicht gehört. Er nimmt sich Zugang, Kontrolle, Körper, Zeit. Das ist der Vorfall in seiner reinsten Form, kein Schicksal, kein Zufall, keine Verkettung unglücklicher Umstände. Eine Handlung, eine bewusste, wiederholte, vorbereitete Handlung. Genau deshalb sitzt dieser Fall so tief. Er zeigt nicht nur, dass Menschen zu Gewalt fähig sind, sieht, dass ein Mann mit Uniform, Status und scheinbar vollkommener Selbstbeherrschung in der Lage war, 10 kalte bis in die intimsten Räume anderer Menschen zu tragen. Tilvia endet daher nicht mit dem späteren Auffinden von Spuren oder mit der öffentlichen Erkenntnis. Er endet in jener dunklen Schwelle, an der die Frauen bereits aus ihrer normalen Welt gerissen sind. Während draußen noch alles aussieht wie Winter, Ordnung und gewöhnlicher Abend. Das Auto steht vielleicht noch da, der Schnee liegt noch still. Das Haus sieht von außen unverändert aus, und doch ist im Inneren bereits etwas zerbrochen. Das keine Ermittlungsarbeit, kein Urteil und keine spätere Erklärung je wieder ganz zusammensetzen wird. Der Tatort in diesem Fall ist kein einzelner stiller Punkt auf einer Karte, sondern ein System von Räumen, in denen die Wahrheit sich Stück für Stück gegen die perfekte Fassade des Täters durchsetzt. Genau das macht Teil 5 so beklemmend.
B.I. Russell Williams begann die Spurensprache nicht dort, wo Ermittler sofort einen fertigen, eindeutigen Täter vor sich hatten, sondern dort. Wohauser, Einfahrten. Schnee, Reifenabdrücke und die kleinsten Störungen des Alltags anfingen. Gegen Eichen zu sprechen, in Fallen wie diesem sieht der Tod zunächst oft noch wie gewöhnliche Welt aus. Eine ländliche Straße bei Belleville, ein Haus in winterlicher Stille. Eine Einfahrt, an deren Rand sich Schnee aufschiebt. Ein Schlafzimmer, das nach außen seine Form behält. Obwohl im Inneren bereits alles entstellt wurde, gerät while Williams seinen Taten Orten beging. Die eigentlich Schutzversprechen, wo die erste kriminalistische Arbeit nicht nur Spurensicherung, sondern eine Art gewaltsames Übersetzen des Unvorstellbaren in Beweis. B.I. Jessica Lloyd bedeutete das zuerst. Dass etwas im Ablauf ihres Lebens nicht mehr stimmte, sie erschien nicht zur Arbeit. Ihr Auto stand noch vor dem Haus, und genau diese Kombination aus Anwesenheit der Dinge und Abwesenheit des Menschen machte die Lage sofort unnatürlich. Reuters berichtete, dass Lloyd Ende Januar 2010 aus ihrem Haus verschwand und ihr Fahrzeug noch dort stand. Als andere bemerkten, dass etwas nicht in Ordnung war. Sprache der Ermittlungen ist das der erste echte Riss. Ein Auto bleibt zurück wie ein stiller Zeuge. Es beweist nichts für sich allein, aber es widerspricht jeder normalen Erklärung des Wegehens. Niemand, der freiwillig aufbricht, lasst den Alltag in genau diese Form zurück. Wenn alles an seinem Platz bleibt und nur der Mensch fällt, so beginnt der Tatort in diesem Fall als Negativform, als Leerstelle mit harter Kontur. Das Haus ist da, das Auto ist da. Der Mensch ist weg. Die Polizei muss jetzt die Umgebung lesen. Als habe sie eine verbogene Grammatik. Genau in diesem Moment wird der Winter selbst zu einem Ermittler. Denn Schnee ist in Mordfällen nie nur Kulisse. Konserviert und verrät. Deckt zu und zeichnet gleichzeitig ab. Im Fall Lloyd wurden distinctive Tire Tracks im Schnee nahe ihrem Haus zu einem der ersten wirklich belastbaren Hinweise. Die Sucher und Beamten standen nicht vor einem spektakularen Bild, sondern vor einer kalten, stillen Landschaft, in der sich ein Fahrzeugmuster in die Oberfläche der Nacht eingeschrieben hatte. Wikipedia fasst den Ablauf mit Verweis auf zeitgenössische Berichte so zusammen, dass Ermittler markante Reifenspuren in der nördlichen Baumlinie ihres Grundstücks entdeckten. Ungefähr 100 Meter von ihrem Haus entfernt, und dass diese Spuren später mit Williams' Nissan Pathfinder in Verbindung gebracht wurden. Forensisch trocken klingt, ist erzählerisch von enormer Kraft. Denn plötzlich antwortet die Landschaft, nicht mit Worten, sondern mit Druckmustern im Schnee, mit jener kalten Präzision. Die keinen moralischen Zorn kennt und gerade deshalb so verlässlich ist, der Täter mag geschniegelt auftreten, befordert werden, befehlen und repräsentieren. Aber Gummi im Winter lockt nicht. Teil 5 lebt genau von diesem Gegensatz. Ein Mann kontrolliert sein Gesicht, sein Stimme, sein Gestern. Der Boden unter seinem Faser kontrolliert nichts. Speichert, hält fest. Verrät. Der Tatort war damit bei Jessica Lloyd nicht nur das Innere des Hauses, aus dem Sie verschwand, sondern aus der Außenraum. Die Einfahrt, der Schneerand, die Linie zum Straßenraum, die Baumkante, der Ort, an dem ein Fahrzeug so nah an ihr Leben herangerückt war. Die ersten Hinweise in großen Fallen sind oft demütig und klein, kein großes Schild. Kein offener Fingerzeig, sondern Druck. Richtung, Distanz. Aber genau diese Nüchternheit macht sie so mächtig. Ermittler mussten die Szene lesen wie ein Uhrmacher ein bestgedeihtes Werk. Wo kam das Fahrzeug her? Wie tief war der Abdruck? Welche Reifenbreite, welche Wiederholung des Profils? Welche Lage im Verhältnis zum Haus? War das ein Zufallsfahrer?
Einwände, jemand mit lokalem Bezug oder jemand, der gezielt genau an diesem Rand stand. Solche Fragen wirken technisch. Doch sie tragen in Wahrheit die ganze Moral eines Mordfalls. Denn jede brauchbare Antwort bringt die Ermittler einen Schritt weg von dem ungerichteten Schrecken und einen Schritt nahe an das konkrete Handeln eines Menschen. Die Reifenspuren wurden genauso zu einem Wendepunkt. Reuters und spätere Zusammenfassungen halten fest, dass die Ontario Provincial Police Anfang Februar 2010 gezielt Fahrzeuge im fraglichen Korridor kontrollierte und dass ein Beamter die Übereinstimmung zwischen dem Reifenmuster von Williams SUV und den Spuren nahe Lloyds Haus bemerkt, ist aber in diesem Fall mehr als die Schneespur eines Wagens. Ist aus das Haus selbst! Und ein Haus wird nach einer solchen Tat in 2 Schichten lesbar. Vor Außenstehende bleibt es zunächst ein Gebäude, für Ermittler ist es ein Speicher letzter Bewegungen. Die Tür, die Fenster. Mögliche Eintrittswege, der Zustand des Schlafzimmers. Die Lage einzelner Gegenstände, die Unterbrechung des Gewöhnlichen wird zu einer Frage. Wurde hier überraschend überrumpelt, gab es Anzeichen für langere Kontrolle. Was wurde berührt? Was fällt? Was ist verstellt? Was ist noch unheimlicher? Weil es vollkommen normal aussieht, gerät B.I. Williams Wardies Arbeit besonders verstorend. Weil seine Delikte nicht auf rohe Verwüstung setzten, sondern oft auf ein kaltes Eindringen. Beobachten, fixieren und mitnehmen. In der späteren Aufarbeitung wurde deutlich, dass über Jahre in Hause eingedrungen war. Frauen fotografisch auspackte, Unterwäsche und andere persönliche Stücke stahl und die Intimsphäre seiner Opfer archivierte wie ein Besessener mit militärischem Ordnungssinn. Reuters berichtete, dass Ermittler nach seiner Festnahme in seinem Haus versteckte Andenken, Fotos, Datien der Übergriffe und Material fanden. Das er systematisch aufbewahrt hatte, der Tatort in diesem Fall eine zweite Ebene. Ist nicht nur der Ort, an dem eine Tat geschieht, sondern der Ort, an dem ein Täter versucht, Kontrolle zu materialisieren. Williams hinterließ keine chaotische Raserei, sondern die kalte Signatur eines Mannes, der Besitz über Menschen, Räume und Bilder wollte. Das macht die ersten Hinweise so wichtig. Weil sie die Signatur schon andeuten, bevor sie nehmen gültig festet. Auch beim Mord an Marie-France Como war der Tatort nicht bloß das spätere Wissen ihren Tod, sondern das Konkrete. In dem Schlachtfeld ihres eigenen Hauses. Global News fasste die spätere Gerichtsverhandlung so zusammen. Dass Williams in ihr Haus eindrang, mit einer vorbereiteten Tasche kam und in einem Kellerbereich auf sie wartete. Bevor die Tat eskaliert, eine vorbereitete Tasche mit mitgebrachten Gegenständen verändert die Bedeutung des Tatorts radikal. Denn damit wird der Schauplatz nicht mehr nur zu einem Ort, an dem etwas geschah, sondern zu einem Ort, den der Täter bereits in Gedanken in Besitz genommen hatte. Noch bevor das Opfer überhaupt merkte, dass es Gefahr gab. Ein Tatort dieser Art spricht nicht nur von Gewalt, sondern von Absicht. Sagt, dass der Täter nicht im Affekt ins Zimmer taumelte, sondern die Schwelle überschritt, während in IHM die Tat längst geformt war. Für Forensiker ist das von großer Bedeutung. Vorbereitung hinterlässt andere Logik als Spontaneität. Mitgebrachte Fesselungs- oder Kontrollmittel, gesielte Bewegungen im Haus, ausgewählte Verstecke, Verhalten im Dunkeln. All das gehört zu einer Handschrift, und die Handschrift eines Täters ist oft das erste. Was Ermittler spüren, noch bevor sie es sehr wollig ausformulieren können. Gerät in Teil 5 muss dieser kriminalistische Blick deutlich werden. Die Wahrheit in einem Fall wie diesem kommt nicht als Geständnis zu Beginn. Sie kommt als Muster, als Zusammenhang von Raum, Zeit und Material, als Übereinstimmung zwischen dem.
was draußen im Schnee liegt, und dem, was drinnen an der Struktur der Tat ablesbar ist. Dazu kommt in Williams Fall eine dritte. Fast unheimliche Ebene des Tatorts, sein eigenes Haus. Denn sobald der Verdacht sich verdichtet und die Polizei nach seiner Festnahme durchsuchungen vornahm, verwandelte sich sein Zuhause selbst in einen Gegentatort. In ein Archiv der Schuld. City News berichtet im Februar 2010. Das forensische Team sei in Ottawa Haus stundenlang durchsuchten, nachdem er wegen der Morde und weiterer Sexualdelikte angeklagt worden war. Anden oder laut Vernehmung finden konnten, war nicht bloß irgendeines Material, sondern die innere Mechanik des Falls. Laut den Sparte zusammengefassten Angaben aus der Vernehmung führte Williams die Polizei zu versteckten Trophäen. Fotografien, Videodatien, Kleidungsstücken und digital gesichertem Material, das sehen Delikte miteinander verband. Sich Teil 5 Weg vom klassischen Bild eines einzelnen Fundorts hin zu etwas viel kalterem. Der Tatort verteilt sich über mehrere Räume. Das Opferhaus erzählt vom Angriff, die Umgebung erzählt von der Bewegung des Täters. Sein eigenes Haus erzählt vom Nachleben der Tat in seinem Kopf. Diese Triangulation ist der eigentliche Durchmesser des Falls. Und die ersten Hinweise bilden die Schmalbrücke dazwischen. So ist nur eine verlernte Frau. Dann ein Auto, das noch da ist. Dann Reifenspuren, dann der Abgleich. Dann die Feststellung, dass dieser Mann nicht zufällig in die Nähe dieser Spur gerät. Dann die wachsende Erkenntnis, dass hinter einem tadellos wirkenden Offizier eine ganze innere Beweiswelt verborgen liegt. Für die Familien und die Öffentlichkeit muss dies fast und wirklich gewirkt haben. Ein Tatort ist vor außenste Hände oft nur absperrband. Polizeiwagen und ein paar Männer in weißen Overalls, doch in Wahrheit ist er ein Ort extremer Verdichtung. Jedi Facer, Jade Druckstelle. Jedes verlernte oder falsch platzierte Detail kann in IHM die Richtung des Falles verändern. Im Russell Williams Komplex war genau diese Verdichtung entscheidend. Weil die ersten Hinweise nicht emotional, sondern sachlich stärker waren als sein Image. Das ist kriminalistisch fast schon in seiner Art, Rang. Auftreten und soziale Status können Menschen tauschen, ein Reifenprofil nicht. Ein digital gespeichertes Bild nicht, ein gestohlener Gegenstand nicht. Ein Bewegungsmuster zwischen Häusern nicht, je mehr diese Dinge zusammenfielen. Desto weniger blieb vom Schutzmantel seiner öffentlichen Person übrig. Teil 5 muss deshalb als langsames Gegenbild zu seiner Fassade funktionieren. Während Williams jahrelang von Kontrolle lebte, beginnt nun die Welt IHN herum. IHN zu kontrollieren, der Schnee nimmt Maß. Das Haus bricht. Die Sachlogik wird präziser. Die Durchsuchung seines Hauses dreht den Blick und macht aus dem scheinbar neutralen Offiziersleben einen materiellen Knotenpunkt der Taten. Genau dort kippt der Fall endgültig von einer unheimlichen Serie in eine konkrete Beweisarchitektur. Und dennoch bleibt die menschliche Seite dieses Kapitels entscheidend, denn jeder dieser Hinweise bedeutet für Angehörige nicht nur Fortschritt, sondern Verlust in festerer Form. Ein Reifenspurenvergleich mag für Ermittler ein Erfolg sein. Für die Familie von Jessica Lloyd ist die Bestätigung, dass dies kein Missverständnis, kein freiwilliges Verschwinden und kein glücklich auflösbares Rätsel mehr ist, sondern der Weg hinein in die Wirklichkeit eines Verbrechens. Jeder gesicherte Gegenstand, jede forensische Übereinstimmung, jede Durchsuchung, jede dokumentierte Date sieht die Sache aus dem Bereich des Hoffens in den Bereich des Wissens. Und Wissen kann in solchen Fällen fast brutaler sein als Angst, weil es dem Albtraum Form gibt. Genau deshalb endet Teil 5 nicht triumphierend, sondern mit kalter Klarheit. Der Tatort hat gesprochen, nicht laut. Nicht auf einmal, aber deutlich genug.
Die ersten Hinweise haben sich nicht im Nebel verloren, sondern begonnen, eine Linie zu sehen, die von einem Haus im Winter über Spuren im Schnee bis in die verborgenen Räume eines hochdekorierten Offiziers führt. Die Oberfläche der Welt sieht noch immer nach Ostontario aus, nach Landstraße. Winterlicht und geordnetem Leben, aber unter dieser Oberfläche ist nun etwas sichtbar geworden, das sich nicht mehr zurückdrängen lässt. Ein Muster aus Raum, Kontrolle, Material und Gewalt. Das zum ersten Mal nicht nur Angst auslöst, sondern einen konkreten Mann meint. Teil 6 beginnt an einem Punkt, an dem die Ermittlungen nicht mehr nur gegen Dunkelheit arbeiten, sondern gegen Täuschung. Das ist ein entscheidender Unterschied. In vielen Gewaltfällen ist der Täter zunächst ein leerer Raum. Eine Abwesenheit might folgen. Im Fall Russell Williams war irgendwann etwas viel Unheimlicheres. Ein anwesender Mann mit gutem Ruf. MIT-Rang, MIT-Disziplin. Mit einem Gesicht, das in Sitzungen, auf offiziellen Terminen und in militärischen Zusammenhängen nicht wie das Gesicht eines Sexualtäters und Morders wirkte. Genau deshalb geraten die Ermittlungen in diesem Kapitel in ihre eigentliche Sackgasse. Nicht, weil es keine Hinweis gäbe, sondern weil die Wahrheit sich hinter einer gesellschaftlich hoch akzeptierten Form verbirgt. Die Polizei hatte nach dem Verschwinden von Jessica Lloyd bereits etwas in der Hand. Das Belastbare war als bloßes Bauchgefühl. Markante Reifenspuren nahe ihrem Haus. Die Spuren führten dazu, dass Ermittler Fahrzeuge im fraglichen Gebiet überprüften. Und dabei fiel Williams Nissan Pathfinder auf, weil sein Reifenprofil mit dem Muster im Schnee übereinstimmte. Das war einerseits ein starkes forensisches Signal, andererseits aber noch nicht das Ende der Arbeit. Ein Reifenabdruck allein behaftet keinen Mann für 2 Morde, Dutzende Einbrüche und eine lange Serie sexualisierter Übergriffe. Öffnet nur die Tür zu jenem Raum, in dem nun alles geprüft werden muss. Von außen betrachtet mag der Fall an dieser Stelle fast schon gelost wirken. In Wahrheit beginnt hier erst die gefährlichste Phase der Ermittlungen. Denn sobald ein Verdächtiger mit so hohem sozialem und institutionellem Gewicht in den Mittelpunkt rückt, muss jeder Schritt doppelt abgesichert sein. Bei einem Unbekannten aus dem Rand der Gesellschaft genügt oft schon weniger, IHN offentlich und intern massiv zu belasten. Bei einem Oberst, dem Kommandeur von 8 Wing Trenton, der das Vertrauen des Militärs und der Öffentlichkeit über Jahre verkörperte, reicht das nicht. Die Polizei musste deshalb nicht nur Hinweise sammeln, sondern eine Mauer durchdringen. Die aus Status, Wahrscheinlichkeit und Image gebaut war. Williams war offiziell der Kommandeur des größten Luftwaffenstützpunkts Kanadas und diese Rolle verlieh ihm nicht nur Autorität, sondern auch eine Art soziale und Antipatrie. Genau darin lag die Sackgasse. Alles an seinem Lebenslauf schrie nach Kontrolle, nicht nach Entgrenzung. Alles an seinem Auftreten sprach für Disziplin, nicht vor nachtlicher Einbrüche in Schlafzimmer. Alles an seiner Karriere deutet auf Verantwortung, nicht auf die heimliche Sammlung gestohlener Unterwäsche, voyeuristische Fotos und Spatterer-Mordhandlungen. Doch die Ermittlungen hatten es nun nicht mehr mit einer Atmosphäre zu tun, sondern mit einem Mann, dessen bürgerliche und institutionelle Fassade gegen die Schwere der Indizien stand. Zwischen diesen beiden Polen musste sich die Polizei jetzt bewegen, und das war nicht nur kriminalistisch schwierig, sondern psychologisch hoch aufgeladen. Denn je stärker der Verdacht gegen Williams wurde, desto unwirklicher musste er zunächst wirken. Ein Täterprofil, das eigentlich in ein anderes Bild passen wollte, stieß nun frontal gegen einen Offizier mit Karriere. Makellose Außendarstellung und tiefem Einbettungsgrad in eine hoch angesehene Institution. In solchen Momenten droht eine Ermittlung auf 2 Arten in die Irre zu laufen. Entweder sie hält zu lange an der Vorstellung fest, dass ein Mann dieses Formats nicht der Täter sein könne,
Oder sie kippt zu schnell in die Gewissheit. Gerät well die Fall ho, so schockierendes. Beides war gefahrlich, deshalb musste die Polizei in jener Phase nüchtern bleiben. Obwohl der Fall alles andere als nüchtern war. Jeder Vergleich? Jede Überprüfung, jede Bewegung Williams musste nun mit äußerster Präzision betrachtet werden. Wo war wann? Welche Fahrzeuge nutzte Welche Strecken konnte plausibel gefahren sein? Welche Bezüge hatte zu den Opfern? Welche Überschneidungen gab es zwischen seinen dienstlichen oder privaten Routinen und den Tatzeiten? Welche Spuren ließen sich objektiv sichern? Statt nur psychologisch plausibel ersachen. Gerade das unterscheidet echte Durchbrüche von bloßen Verdachtsmomenten. Die Polizei durfte nicht bloß sagen, dieser Mann passt in erschreckender Weise in das Bild. Sie musste sagen, dass seine Anwesenheit, seine Bewegungen und sein Tatenmaterial mit dem Fall verwoben waren. Und hier wurde die Sackgasse besonders eng. Weil Williams selbst nicht getippt hatte, war der Leichtfatigue in Wahrnehmungen zerfällt oder sich durch chaotisches Verhalten früh verrat. Alles, was über IHN später öffentlich wurde, spricht für kalte Planung, ritualisierte Kontrolle und ein enormes Maß an innerer Aufspaltung. Reuters berichtete, dass sich über Jahre in Hause schlich, Gegenstände stahl, Frauen auspackte und sich in der gestohlenen Kleidung fotografierte. Bevor die Gewalt in sexuelle Übergriffe und schließlich zwei Morde eskalierte. Ein solcher Täter lebt davon, dass sein Außenhaut stabil bleibt. Genau deshalb ist der Ermittlungsstillstand in Teil 6 nicht wirklich Stillstand, sondern ein Ringen die Frage, wie man einen hochkontrollierten Mann aus seiner kontrollierten Rolle herauslässt, ohne dabei den juristischen Boden zu verlieren. Gleichzeitig liefen die Ermittlungen auf einer zweiten Ebene gegen eine viel ältere Sackgasse. Gegen die Frage, wie viel der vorangegangenen Einbrüche, Fetischdelikte und Übergriffe man bereits früher hatte zusammenführen können, wenn nicht dieselbe gesellschaftliche Blindheit im Weg gestanden hatte. Williams war nicht erst mit den beiden Morden zu einem Täter geworden. Er hatte ein Muster. Er hatte über Jahre Häuser ausgespart, betreten und private Räume verletzt. Diese Delikte lagen vor den Morden wie Dunkelvorstufen, wie ein inneres Leben der Enthemmung. Doch Serien von Einbrüchen, gerade wenn sie in ihrer unmittelbaren äußeren Form nicht zu Mord eskalieren, werden in der öffentlichen und manchmal auch institutionellen Wahrnehmung oft nicht mit der gleichen Dringlichkeit behandelt wie offensichtbare Gewaltverbrechen. Im Rückblick wirkt das wie eine weitere Sackgasse des Falls. Der Täter entwickelte sich. Steigerte sich. Und die Welt sah lange genug nur die Oberfläche gestohlener Objekte. Nicht die innere Richtung dieser Taten. Teil 6 muss deshalb auch den Gedanken zulassen, dass Ermittlungen immer mit der Vergangenheit ringen. Nicht nur mit der Frage, wer der Täter jetzt ist, sondern auch mit der quälenden Möglichkeit, welche Muster schon früher erkennbar gewesen waren, wenn der richtige Blick früher auf sie gefallen war. Doch als sich der Verdacht gegen Williams verdichtet, konnte die Polizei nicht im Konjunktiv arbeiten. Sie musste jetzt handeln. Ein wichtiger Schritt dabei war der Umgang mit seinem Verhör. Der Vergleich der Reifenspuren brachte IHN in einen gefährlich engen Radius Jessica Lloyds Haus. Aber selbst dieser Fund bedeutete noch keine sofortige moralische Klarheit. Ein Verteidiger kann einwenden, dass ähnliche Reifen existieren, dass Bewegungen in ländlichen Räumen nicht automatisch Tatbeteiligung bedeuten, dass ein Fahrzeug in der Nähe eines Hauses noch keinen Mord beweist. Genau deshalb blieb die Ermittlung zunächst in dieser harten Zwischenzone. Zu viel Williams noch als bloß entfernte Möglichkeit zu behandeln, aber noch nicht genug, den gesamten Fall nur auf die Stärke eines Reifenspurenabgleichs zu stellen. An dieser Stelle wird die Sackgasse fast körperlich spürbar.
Die Polizei weiß, dass sie nahe dran ist. Der Verdacht hat Gewicht, doch gerade weil der Fall so gravierend ist, darf man nicht springen, wo man gehen muss. Also wird weiter geprüft, weiter gesichert, weiter gesucht, und dann beginnt sich das Bild von innen her zu verändern. Mit der Festnahme und den anschließenden Durchsuchungen von Williams Haus brach nicht nur seine äußere Fassade an, sondern auch die innere Archivwelt auf. Da er sich aufgebaut hatte, in seinem Haus fanden Ermittler nach den später öffentlich gewordenen Angeben nicht bloß harmlose oder zufällige Gegenstände, sondern Trophäen, Gestohlenkleidung, Digitalbilder, Dateien und Material. Das seine Delikte in erschreckender Weise dokumentierte. Hier endet die eigentliche Sackgasse der Ermittlungen. Aber noch nicht das Kapital ihres Schmerzes, denn was die Polizei nun findet, ist mehr als Beweismaterial. Es ist eine zweite geheime Version seines Lebens, während draußen der Offizier, Pilot und Kommandeur existierte innen der Sammler. Beobachter, Eindringling und Morde. Dies Kluft ist das Herz des Falls und sie erschlagt in Teil 6 mit voller Wucht. Die Ermittler müssen nun nicht lange vermuten, dass sie es mit einem Mann doppelter Natur zu tun haben. Sie sehen das System vor sich. Das Material aus seinem Haus ist keine einzelne Entgleisung, sondern ein geordnetes Muster von Grenzverletzung, Überwachung und Besitzdenken. Und gerade weil es so geordnet war, muss es auf die Polizeibeamten besonders verstörend gewirkt haben. Chaos ist schrecklich, aber es hat wenigstens etwas Offenbares. Ordnung im Dienst des Bossen ist kalter, sie seht. Dass der Tate nicht in Momenten zusammenbrach, sondern sich in seinen Taten ein zweites verborgenes Regiment errichtet hat. Für die Ermittlungen war das der Punkt, an dem aus einer starken Verdachtslage ein fast erschütternd klares Bild wurde. Für die Öffentlichkeit aber war genau das der Augenblick, in dem der Fall endgültig aus dem Bereich des bloßen Schocks in den Bereich des unfassbaren Verrats überging. Denn nun war es nicht mehr nur denkbar, sondern sichtbar, dass ein hochrangiger Luftwaffenoffizier jahrelang ein sexuelles Raubsystem in privaten Häusern betrieben und schließlich 2 Frauen ermordet hatte. Reuters berichtete später auch über die formalen Schuldeingeständnisse in insgesamt 88 Anklagepunkten, darunter 2 Morde ersten Grades, sexuelle Übergriffe, forcible confinement und zahlreiche Einbrüche. Doch bevor die Gerechtigkeit in die Sprache des Gerichts übergeht, bleibt Teil 6 noch in der Sprache der Ermittlung. Und dort bedeutet der Fund solcher Materialien nicht nur Entlastung, sondern auch Bestätigung des schlimmsten Verdachts. Alles, was die Polizei nun in Händen hält, zwingt den Fall in eine andere Form. Ist nicht lange bloß offen, sondern in den Verknüpft. Die Opferfalle, die Einbrüche, die Trophäen, die Fotos, die Bewegungen des Fahrzeugs. Das Verhalten des Manns, alles beginnt sich gegenseitig zu stützen. Genau das ist der Moment, in dem die Sackgasse sich löst. Aber diese Lösung fühlt sich nicht leicht an, sie fühlt sich an wie das Öffnen einer Tür zu einem Raum, den man eigentlich nie betreten wollte. Für die Familien der Opfer ist diese Phase fast noch grausamer als die diffuse Ungewissheit zuvor. Denn diffuse Ungewissheit lässt an manchen Stellen noch Resthoffnung. Konkretes Beweismaterial tut das nicht. Es nimmt dem Fall die Nebelhaftigkeit, aber es gibt ihm zugleich eine Harte, die nicht mehr weichgeerdet werden kann. Das Auto, die Spuren, das Haus, die Dateien, die gestohlenen Dinge, die Verknüpfung. Alles zeigt nun in dieselbe Richtung. Und diese Richtung führt zu einem Mann, der nach außen vor Pflicht, Disziplin und Nationalwohlstand. Genau dort endet Teil 6. Nicht mit Erleichterung, sondern mit einem engen,
kalten Gefühl von Unausweichlichkeit, die Verdächtigen sind verschwunden. Die Sackgassen sind durchschritten, die Ermittlungen haben ihren Mann. Aber was sie nun besitzen, ist nicht bloß eine Lösung, sondern der volle Beweis dafür, dass hinter einer makellosen Uniform ein Täter lebte. Der seine Gewalt mit derselben Disziplin organisierte, mit der andere Verantwortung tragen. Der Durchbruch in diesem Fall kam nicht wie eine plötzliche Explosion, sondern wie das unaufhaltsam Susieren einer Schlinge. Da es sich aus kalter Sachlichkeit knüpfte, gerade das macht Teil 7 so eindringlich. Nach Wochen der Unsicherheit, nach der nervösen Verdichtung von Spuren, Fahrzeugdaten, Bewegungsprofilen und dem beklemmenden Gefühl, dass die Wahrheit sich in unmittelbarer Nähe befinden musste, begann sich die Ermittlung gegen Russell Williams auf eine Weise zu schließen, die nicht mehr nur beunruhigend, sondern endgültig war. Das Entscheidende an diesem Durchbruch ist, dass nicht aus einem emotionalen Zusammenbruch des Täters hervorging. Nicht aus Reue, nicht aus einem moralischen Ries, sondern aus der Präzision kriminalistischer Arbeit, Reifenmuster im Schnee, die zunächst nur wie kalte Abdrücke auf einer winterlichen Fläche wirkten, wurden zu einer Linie, die sich immer enger am Eichen zog. Die Polizei kontrollierte Fahrzeuge, verglich Spuren, prüfte Muster. Und schließlich fiel auf, dass die Reifenspuren an Jessica Lloyds Haus mit dem Nissan Pathfinder von Williams übereinstimmten.